Achtung! Was für ein Move! Nächste Chance. Was für ein Pass zur Mitte! 1-0. Und der nächste Fight am Eis entbrennt. Hier entladen sich die Emotionen. Da haben wir doch noch was, um mit der Zunge zu schnalzen. Hockey O'Clock mit Martin Pfanner bringt in Folge 42 ein Gespräch mit ICE Referee Christoph Sternat, der tiefe und ehrliche Einblicke ins Schiri-Dasein gibt. Ex-VSV-Kapitän Jamie Fraser liefert zudem den großen Karriere-Rückblick. Und PULS 24 Eishockey-Experte Daniel Welser alles Wichtige zum Finale der Bet at Home Eishockey League. Das und noch viel mehr. Jetzt bei Ohne sie würde es kein Spiel geben. Es ist das dritte Team in der Bet at Home Eishockey League, das immer auf dem Eis steht. Das sind natürlich die Schiedsrichter. Und passend zum großen Finale in der Bet at Home Eishockey League hat es sich einer nicht nehmen lassen, hier den Podcast mit seinem Glanz zu versehen. Es ist niemand geringerer als Head Referee Christoph Sternat und der nimmt sich jetzt für Hockey O'Clock die Zeit. Christoph, danke, dass du dem Podcast die Aufwartung machst. Servus Martin und danke für die Einladung. Christoph, es ist dieser Tage publik geworden, dass du von der IIHF für die AWM nominiert worden bist. Wie hast du davon erfahren und wie ist es da ergangen, als du diese Nachricht überbracht bekommen hast? Ja, also erst einmal eine Riesenehre, da dabei sein zu dürfen, vor allem als Österreicher. Es war völlig überraschend, muss ich sagen. Also es ist irgendwie durchgesickert, dass sie nicht genau wissen, wie schaut's aus mit den Nordamerikanern, mit den Kanadier-Amerikanern, kommen die her, wird das gehen mit Corona und so weiter. Und ich bin dann informiert worden, dass ich eventuell auf der Longlist stehen werde. Und habe dann gedacht, okay, ich sag zu und dann schauen wir, was passiert. Habe ehrlich gesagt überhaupt nicht damit gerechnet. Und dann plötzlich am 1. April, ich habe eigentlich gedacht, das ist ein April-Scherz, hat mir unser Referee-in-Chief angerufen und hat mir mitgeteilt, dass ich teilnehmen darf. Ich habe es überhaupt nicht glauben können. Ich habe gesagt, ja, mehr oder weniger, wenn ich so sagen darf, verarschen kannst du den anders. Und es war dann wirklich so, dass ich ja dabei sein darf. Also völlig surreal im ersten Moment. Und das ist eigentlich ein großes Ziel, auf das man hinarbeitet. Und dass das jetzt für mich so schnell geklappt hat, mit diesen Top-Schiedsrichtern am Eis stehen zu dürfen, ist eine Riesenehre. Nicht nur mit den Schiedsrichtern, natürlich auch mit den Spielern. Und ja, bin gespannt auf das Erlebnis. Wird sicher ein Riesenabenteuer. Ich kann nur dazulernen. Und dann schauen wir, was dort passieren wird in Riga. Um das mal in Perspektive zu bringen und auch den Userinnen und Usern, den Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg zu geben. Österreich hat, wenn ich richtig liege, glaube fast 2 Jahrzehnte lang keine Schiedsrichter bei einer AWM gehabt. Die Manuel Nikolic war dann derjenige, der vor 2 Jahren nominiert worden ist. Elias Seewald ist jetzt auch in Anführungszeichen Dauergast. Aber was bedeutet es für so ein kleines Eishockeyland, für eine Fahrstuhlnation wie Österreich, Schiedsrichter zur AWM zu entsenden? Wie du sagst, Martin, wir haben seit langer Zeit, bis dann der Nikolic dazugekommen ist, niemanden bei Arbeitsmeisterschaften gehabt. Und wie du sagst, also es ist wirklich, wie kommen wir dazu? Wir haben, glaube ich, seitdem der Lyle Seitz da ist und die Kollegen, haben wir uns, denke ich, schon weiterentwickelt. Aber ich weiß, viele Leute sehen das anders. Aber ich denke, dass wir auf einem guten Weg sind und das wird da international honoriert. Wir dürfen auf Exchange fahren, wir fahren in die Schweiz, nach Deutschland, Schweden, Finnland, wohin auch immer. Und das Ganze trägt einfach dazu bei, dass unser Standing international doch gewachsen ist. Und ja, jetzt möge es den Umständen geschuldet sein, wie auch immer, ist es jetzt eben soweit, dass wir da nominiert werden. Und ich denke, das ist einfach eben auch unserer guten Arbeit geschuldet. Ja, nicht nur, aber auch. Und wie gesagt, der Elias Seewald hätte letztes Jahr schon dabei sein sollen. Er macht einen Riesenjob seit Jahren auf der Linie in der Liga. Das wissen wir, er ist für mich mit Abstand einer der besten Linesmen, auf den man sich verlassen kann. Und ich denke, dass wir dort uns nicht verstecken müssen. Ich denke, dass wir da durchaus mithalten können. Und ja, wie gesagt, was dort dann passiert, das werden wir eh schauen. Jetzt geht dann von Spiel zu Spiel. Man muss sein Bestes geben. Und wie weit es dann für uns gehen wird, schauen wir dann.
Dieses von Spiel zu Spiel, jetzt ist die Taktung ja ohnehin schon relativ hoch und bei einem Turnier wahrscheinlich noch intensiver. Wie wird sich das in etwa ergeben? Wie wird sich das darstellen? Wirst du dort noch öfter, noch intensiver, noch in engerem Zeitraum Spiele pfeifen müssen? Ich kann das noch nicht genau sagen, wie das abläuft. Ich war bis jetzt nur bei niedereren Weltmeisterschaften und da war es meistens so, dass wir 5 Spiele in 7 Tagen absolviert haben. Das ist ein Monsterprogramm und die Weltmeisterschaften, wo ich jetzt teilnehmen habe dürfen, die waren im 3-Mann-System, also noch mehr Eislaufen. Das ist für die Physis, da muss man topfit sein, sonst kommt man nicht mit. Und soweit ich weiß, dürfte es bei der WM so sein, dass man alle 3 Tage circa ein Spiel hat. Also es ist genug Zeit zum Regenerieren. Und ich denke, man hat sich im Sommer genug vorbereitet und es dürfte die Kraft noch reichen, dass man das locker schafft. Du hast schon extrem viele spannende Aspekte angesprochen, auf die ich dann auch sukzessive alle eingehen möchte. Es ist natürlich so, dass die jeweiligen Fans ihrer Mannschaften die Lebensläufe ihrer Cracks teilweise auswendig runterbeten können. Das ist bei Schiedsrichtern, die ja im Idealfall anonym bleiben, weil nicht auffallen und dergleichen, nicht ganz so, nachdem wir dich aber als einer der Repräsentanten und eines der Aushängeschilder der Schiedsrichterei hier bei Hockey O'Clock haben dürfen. Wie bist du zum Referee geworden? Ja, ich habe selber lange Eishockey gespielt. Ich habe, wie viele wissen, in Villach gespielt. Ich habe in Salzburg gespielt. Und irgendwann war ich damals einfach nicht mehr gut genug. So ehrlich muss ich sein, ich muss eingestehen müssen, es hat nicht gereicht, mich langfristig in der Liga etablieren zu können. Und dann habe ich gesagt, was soll ich machen? Ich habe dann unterklassig Eishockey gespielt und habe mir gedacht, das irgendwie ist ganz nett, aber das kann so nicht gewesen sein. Und es ist damals der Timo Ettelmeier an mich herangetreten, langer Linesman in der Bundesliga. Und der hat zu mir gesagt, Sterne, komm mal vorbei, schau es da an. Da habe ich gesagt, Schiedsrichter, will ich nicht, interessiert mich nicht. Hab dann das eine Jahr, in dem man mich gefragt hat, bin ich noch nicht hingegangen. Und nächstes Jahr das wieder probiert. Und habe gefragt, komm, schau es da an. Und ich gesagt, ja, passt. Dann bin ich hin und ich habe eigentlich von Anfang an extrem viel Vertrauen geschenkt gekriegt. Ich habe viel Spiele gekriegt und das hat mir dann angefangen zum Spaß machen. Ich habe zuerst auf der Linie pfeifen dürfen. Für die Linie bin ich allerdings nicht gemacht. Bin erstens einmal viel zu klein und mein Charakter lässt mich irgendwie auf der Linie. Das passt nicht so ganz. Und dann ist es dazu gekommen, dass ich dann zum Head Referee gemacht worden bin quasi. Also ich bin gefragt worden, ich habe gesagt, ja, passt, mache ich. Und dann ist es relativ schnell bergauf gegangen. Ich habe dann in der U20 gepfiffen ein Jahr, habe dann in die Alps Hockey League schnuppern dürfen, habe dort Erfahrungen sammeln dürfen. Und dann habe ich das Glück gehabt, es gehört immer viel Glück dazu, dass der Greg Kimmerly rübergekommen ist und der Mark Lemmerlin dann danach. Und ich habe mit denen zwar unglaublich viel Zeit verbringen dürfen, habe mit ihnen Roadtrips gehabt und habe wirklich alles aufgesaugt, was sie mir irgendwie weitergeben haben. Und es ist dann einfach immer mehr geworden, ich habe immer mehr Vertrauen geschenkt gekriegt, immer bessere Spiele und man wächst dann ein und das macht einfach einen Riesenspaß und man sieht immer noch die Leute, mit denen man zusammengespielt hat. Man pfeift mit Leuten, die man zusammengespielt hat, zum Beispiel mit Elias Seewald habe ich zusammengespielt, mit Max Gattel habe ich zusammengespielt, mit dem Christian Ofner habe ich zusammengespielt, mit dem Patrick Gruber haben wir uns hin und wieder in der Halle gesehen und so weiter. Also es waren einfach Charaktere dabei, wo ich sage, die kenne ich und mit denen will ich weiterarbeiten. Und das ist einfach das Schönste, wenn man dabei bleiben darf, weil Eishockey ist einfach eine riesen Leidenschaft und wenn man es von klein auf dem nachgeht, dann kommt man nicht so leicht weg. Es ist einfach eine Sucht. Und wie gesagt, es ist das Schönste, da dabei sein zu dürfen und dabei zu bleiben. Und ja, so hat sich das Ganze entwickelt und jetzt bin ich nach wie vor da. Jetzt zeichnen wir das Gespräch am Tag nach dem Ende der Semifinals auf, nachdem eine sehr hitzige Serie zwischen Bozen und Wien ein Ende gefunden hat, weil du gesagt hast, das Pfeifen hat dir sehr rasch Spaß gemacht. Das wirkt von außen sehr häufig nicht so, als ob es ein Spaß wäre, Referee zu sein, aber wie konkret definiert sich dieser Spaß für dich? Was bereitet dir da Freude? Also erstens einmal bin ich unglaublich gern unter Menschen, das habe ich auch in meinem Job, ich bin Lehrer. Also das Kommunizieren, das mit Menschen arbeiten, das ist etwas, was mir unglaublich viel Spaß bereitet und vor allem immer wieder mit unterschiedlichen Charakteren umzugehen.
Und der Spaß ist ein Wort. Spaß, einfach vielleicht auch die Herausforderung macht Spaß. Ja? Dass man sagt, es kommt was Neues, man muss performen, man muss gut sein, man muss sich mit seinen Fehlern auseinandersetzen, man muss mit Kritik umgehen können. Und all das, dieses Gesamtpaket, macht mir einfach Spaß. Ich finde, man kann sich da unglaublich gut weiterentwickeln, auch persönlich. Man lernt sehr viel über sich selbst. Und das ist ein großer Faktor, der da absolut wichtig ist und der eben mir Spaß macht. Ja. Jetzt hast du es auch angesprochen, der Unterschied zwischen dem Referee und dem Linesman. Du hast gemeint, auch von der Mentalität her, nicht unbedingt für die Linie gemacht. Was muss ein Linesman mitbringen, falls sich jetzt jemand dafür interessiert, vielleicht auch mal dort reinzuschnuppern? Wie würdest du so ein Qualitätsset oder Anforderungsprofil definieren bei einem Linesman? Boah, schwierig. Also auf alle Fälle einmal Größe. Nicht von Nachteil ist es, wenn man groß ist, ja. Du weißt, ich bin ziemlich klein. Und wenn dann wirklich in einen Infight geht, wäre ich mit meinen 1,73 Meter da falsch am Platz. Und ja, ich sage, sie müssen genauso wie Head-Schiedsrichter, sie müssen das Spiel verstehen, sie müssen das Spiel lesen. Sie haben eigentlich noch mehr Aufgaben, würde ich fast sagen. Ich würde eigentlich fast sagen, der Linesman-Job ist für mich fast noch der schwierigere. Diese knappen Entscheidungen, die sie treffen an den Linien, die Icing, sie müssen alles im Blick haben, sie haben die Bänke, sie haben zu viele Spieler am Eis und so weiter, unglaublich viele Aufgaben. Das Einzige, was ich den großen Unterschied zwischen Linesman und Head-Schiedsrichter sehen würde, ist, dass man als Head-Schiedsrichter vielleicht noch ein bisschen ein dickeres Fell haben muss und hin und wieder einfach doch etwas mehr Verantwortung übernehmen muss. Weil im Endeffekt, wenn es dann heiß hergeht und wenn irgendwas passiert, dann wir sind ein Team, aber die in der Zeitung stehen, vor allem in Kärnten, was in Kärnten ist Eishockey riesengroß, sind die Hauptschiedsrichter, ja, die da namentlich erwähnt werden. Ich meine, ohne Linesman braucht man nicht diskutieren, geht's nicht, die sind extrem wichtig und eigentlich, was heißt extrem wichtig, genauso wichtig wie die Hauptschiedsrichter, ich habe keine Diskussion. Und so ein Skillset für einen Linesman, da fragst du vielleicht den Falschen, da müsste halt Martin Elias fragen, was da jetzt noch alles wichtig ist. Ich war zu kurz Linesman, um da wirklich genau sagen zu können, aber wie du gesagt hast, Größe ist sicherlich ein Vorteil. Es ist auch nie ein Nachteil, wenn man ein guter Skater ist, wenn man sich gut bewegen kann, wenn man antizipieren kann. Ich sag, auf den Banden, wenn die Spieler die Scheibe tief schießen mit einem Slapshot oder was immer, dass man rechtzeitig reagiert, aus dem Weg ist, weil sonst dann kriegt man richtig weh. Und diese Kleinigkeiten eben, ja. Kommunikation ist für beide unglaublich wichtig. Ich sag, Kommunikation ist, glaube ich, fast der wichtigste Faktor oder einer der wichtigsten Faktoren mittlerweile im Spiel. Wenn man kein guter Kommunikator ist heutzutage, tut man sich, glaube ich, oft schwer. Auch darauf möchte ich noch zu sprechen kommen, wenn wir jetzt aber bei Hörerinnen und Hörern Interesse geweckt haben, was muss man als Referee, als Hauptschiedsrichter mitbringen? Gerd Schiffauer hat uns im Sommer bei PULS 24 einen kleinen Workshop gehalten und gesagt, Head Referee ist eigentlich falsch und Hauptschiedsrichter auch. Es ist nur der Referee, deswegen mea culpa, wenn ich das jetzt auch schon ein paar Mal falsch ausgedrückt habe. Ich versuche es zumindest auf Sendung richtig zu machen, aber weil du die Kommunikation angesprochen hast, ist sicher einer der Teile. Skating ist mit Sicherheit auch wichtig, aber was muss ein guter Referee noch mitbringen? Es gibt, glaube ich, keine Schablone, die man da auflegen kann. Ich glaube, jeder hat seine Eigenschaften, seine Skills, die er unterschiedlich einsetzen kann. Ich zum Beispiel bin ein extrem kommunikativer Typ. Wir haben aber Schiedsrichter, die weniger kommunizieren und die dafür das mehr durch ihre grundlegende Präsenz machen, dass sie da sein, Größe, was auch immer. Das kann ich so nicht machen, deshalb muss jeder seinen eigenen Weg finden und es ist schwierig, da so eine Schablone drüber zu legen. Wie gesagt, Skating ist wichtig, es ist wichtig, dass man auch das Spiel versteht, finde ich, das wird immer ein größerer Faktor. Ja, zu wissen, wie entwickelt sich das Spiel, in welche Richtung geht's, wann greife ich wie ein. Und weil das Eishockey verändert sich so rasant, es wird immer schneller, es wird technischer, trotzdem ist die Härte nach wie vor da und ja, ganz viel Spielverständnis, Stellungsspiel spielt auch eine große Rolle, also extrem viel Faktoren nicht einspielen. Ja. Jetzt wissen wir von den Cracks, dass die Saison
de facto nie ein wirkliches Ende hat. Wenn sie fertig ist, dann ist es ein fließender Übergang in Richtung Sommertraining, dann kommt das intensive Trainingcamp logischerweise, dann ist schon wieder Saison. Wie sieht das bei dir persönlich aus? Wie viel Vorbereitung geht in eine Saison, körperlich und psychisch? Ich würde sagen, wie du gesagt hast, wir nehmen uns nach der Saison kurz frei. Sag 2-3 Wochen einmal wirklich zum einfach nichts tun, relaxen. Und dann liegt der Christian Ofner, wohnt auch in Villach. Und wir trainieren eigentlich relativ viel dann zusammen. Wir gehen unglaublich gern Tennis spielen. Ja, ist ein super Training zum Beispiel. Wir gehen gern Mountainbiken, machen aber unsere ganz normalen Stabi-Übungen, Krafttraining, was halt so typisch anfällt. Das ist aber ein völlig anderes Sommertraining als für die Spieler natürlich. Ja, für uns spielt die Ausdauer eine größere Rolle, würde ich sagen, als bei einem Spieler. Natürlich, wir stehen 60 Minuten am Eis, wir fahren durchgehend herum, wir können uns nicht einmal 2 Minuten ausrasten draußen. Und deswegen würde ich sagen, spielt bei uns Ausdauer eine größere Rolle. Und ja, sonst muss man schauen, dass der Rücken ist vor allem für uns ein Problem, für viele. Als Schiedsrichter läuft man quasi fast nur mehr rückwärts oder den Großteil kaum mehr vorwärts. Und deswegen muss man schauen, dass vor allem der Rumpf- und Bauchbereich, Rückenbereich gut trainiert ist, weil sonst dann geht's über die Saison hin, merkt man einfach den Verschleiß. Und dadurch das Autofahren. Wir sitzen stundenlang im Auto und der Rücken irgendwann, wer kann der, du hast ein Problem werden. Das ist ja auch etwas, das viele Leute nicht sehen, eben diese 60 Minuten und dann mit Playoff-Overtimes teilweise noch deutlich mehr. Diese vielen, vielen Fahrten, diese hohe Schlagzahl an Spielen. Gibt es da auch mal Momente, wo du denkst, boah, was hat man da eingebrockt, weil es einfach so brutal ist, was die Physis anbelangt? Na, eigentlich nicht. Es ist hin und wieder, wenn man lange Autofahrten hat und am nächsten Tag aufstehen muss und arbeiten, ist der nächste Tag sicher nicht lustig. Man hat vielleicht 2 Stunden geschlafen oder 1 Stunde und denkt sich schon in der Früh, zach, und du weißt, am Dienstag geht schon wieder weiter. Aber wir haben alle eine unglaubliche Leidenschaft für den Sport. Wir lieben den Sport, wir fahren gern zu den Spielen. Es ist eine Riesenehre, da dabei sein zu dürfen. Wir seien nicht viele Schiedsrichter. Das ist ein Job, den machen nur 40, 50 Leute in Österreich in der Liga, und das ist wirklich was Besonderes und das weiß man auch zu schätzen, und da nimmt man diese Fahrten sehr gerne in Kauf. Lass uns ein wenig zum Spiel kommen, beziehungsweise auch zu deiner Rolle als Referee. Du hast gesagt, du hast das Linesman begonnen, hast dich dann aber relativ rasch umorientiert und auch aber nach oben gearbeitet. Kannst du dich noch an deinen ersten Einsatz in der damals Erste Bank Eishockey-Liga als Referee erinnern? Lass mich kurz überlegen. Ich glaube, es war in Laibach, Ljubljana, damals waren wir in der Liga gegen Innsbruck. Ja, ich glaube, Laibach-Innsbruck müsste es gewesen sein. Kann das sein? Meine Frage nämlich deswegen, ob du dich noch daran erinnern kannst, weil für mich das immer spannend ist, wenn man als Referee aufs Eis geht, ist man da vollkommen fokussiert auf diese Partie und das, was passieren wird, oder ist man in einem Tunnel drinnen? Völliger Tunnel. Also für mich völliger Tunnel. Das ist, sobald oder wenn man schon zum Beispiel in Linz steht, man in diesem Gang oder ist man gestanden und es wird dunkel und ab dann geht bumm und dann ist man völlig drinnen. Man kriegt eigentlich von dem ganzen Außen herum kaum mehr was mit, muss ich sagen. Also das ist dann wie ausgeblendet und man ist so fokussiert, man geht da wirklich dann Drittel bei Drittel, und oft einmal nach der Partie denkt man, wow, was war jetzt nochmal im ersten? Also das ist dann irgendwie kurz weg und dann muss man sich alles wieder in Erinnerung rufen, weil man noch immer so drinnen ist und völlig im Moment ist eigentlich. Wie bereitest du dich auf ein Spiel vor? Ich meine, die wichtigsten Protagonisten sind ohnehin klar, aber ist es dann auch so, sich genauer ansehen, wer vielleicht welche Tendenzen hat, wer wie in bestimmten Situationen agiert, wer vielleicht auch immer wieder mal versteckte Fouls angebracht hat, damit man dann irgendwie ein bisschen genauer darauf achten kann? Wie muss man sich das vorstellen? Prinzipiell ist es so, dass die Liga ja eigentlich immer die gleichen Protagonisten unterwegs sind. Also ich würde sagen, 70-80% der Spieler kennt man. Die sind seit Jahren in der Liga und man weiß ganz genau,
wer welche Mannschaft wie spielt, wie schaut die Taktik aus, wie spielen die den Aufbau. Also man kennt eigentlich Mannschaft und Spieler sehr gut. Natürlich, jedes Jahr kommen ein paar neue dazu, die schaut man sich am Anfang an, redet mit den Kollegen, wie ist der, wie tut der, kann man mit dem kommunizieren, ist er eher Richtung Tough Guy, spielt er hart, schmutzig oder solche Sachen. Aber wir telefonieren viel miteinander, wir wissen sofort, was ist in den letzten Spielen passiert, hat es irgendwas gegeben. Und dann weiß man eigentlich, vor der Partie sitzt man in der Kabine, wir haben unseren Pre-Game-Talk, wir gehen durch, wer spielt, wer ist da, wer ist verletzt, auf wen müssen wir uns fokussieren, wer sind vielleicht potenzielle Problemmacher, Troublemaker, wie wir sie nennen. Ja, und auf die hat man sicher ein bisschen ein größeres Augenmerk. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, Preparation läuft eigentlich immer gleich ab. Und wir wissen, wer wie ist, wer wie spielt, wie die Mannschaften ticken, wie die Trainer ticken. Das ist eigentlich nach so langer Zeit in der Liga ist das ja nichts Neues mehr. Also es gibt wenig Überraschungen eigentlich. Gibt es aus deiner Sicht Teams, die man lieber pfeift als andere oder Arenen, in denen man lieber pfeift als in anderen? Oder ist es da völlig egal, ob Klagenfurter Stadthalle, Dornbirner Messehalle oder in Wien und auch die involvierten Mannschaften? Also Mannschaften, die man lieber pfeift, nicht, aber es gibt Stadien, die man lieber hat, muss ich ehrlich sagen. Also ich muss sagen, Linz war immer geil. Also das ist immer, wenn da 4.865 ausverkaufte Halle und du darfst dort einlaufen, das ist einfach was unglaublich Geiles. Es ist ein geiler Derby zu pfeifen in Klagenfurt oder in Villach. Sogar in Villach ist immer noch einmal ein Batzen extra Motivation, weil da will man natürlich das perfekte Spiel liefern, was ja absolut unmöglich ist. Es gibt kein perfektes Spiel, wird es nie geben. Und sonst, also Hallen, wo ich nicht gern hinfahre, habe ich eigentlich nicht, muss ich sagen. Es ist natürlich, wenn man einen langen Roadtrip hat, sagen wir für uns von Villach nach Fehavar, nach Dornbirn, das ist halt mit viel Fahren verbunden, ja, ist man vielleicht froh, wenn man dann die nächsten Spiele wieder näher ist, weil es einfach alles hat mit dem Fahren eher zu tun, als wie mit der Halle, würde ich sagen. Weil du den Faktor Fans ansprichst und gerade Linz ist da ja genauso wie in Klagenfurt und auch Villach so sein Boden, kaum gibt es eine Entscheidung, egal wie sie ausfällt gegen die eigene Mannschaft, gibt es erst einmal Raunen und Pfiffe von den Rängen, da kannst du noch so richtig liegen. Wie schafft man das auszublenden oder zumindest damit umzugehen, dass egal welche Entscheidung du gegen das Heimteam triffst, das wird nicht die richtige sein, aus Sicht der Fans? Das ist eigentlich etwas, was geil ist. Wenn alle pfeifen, das gehört dazu. Das sind Emotionen, die gehören zum Sport. Das ist logisch, dass die Fans das immer anders sehen werden. Und solange es auch nach dem Spiel konstruktive Kritik gibt von Fans, werden wir das jederzeit da anhören. Ich habe einmal in Villach mit einem Fan nach dem Spiel lang geredet. Es gibt in Linz den Stefan Lempradl, der damals den Fanclub gemacht, der meiner Meinung nach sich in Eishockey sehr gut auskennt, der immer wieder mit uns ratscht. Und ja, und während dem Spiel, das ist part of the game, das gehört dazu. Das ist jetzt auch nichts, wo ich sage, was soll ich jetzt tun und ich weiß nicht mehr weiter und jetzt wird schwierig und die sind mit nichts zufrieden und jetzt wird die Partie heiß dadurch. Das gehört dazu, das ist wichtig. Und das ist heuer etwas, was uns extrem abgeht, muss ich ehrlich sagen. Also die Fans, am Anfang war es wirklich schwierig. Es waren alle froh, dass Eishockey stattfindet. Ja, das war mal primär die Sache. Und mit der Zeit ist es wirklich so, dass dieser Faktor Fan auch ein unglaublicher Motivationsfaktor ist. Das muss ich ehrlich sagen. Wir müssen uns jetzt ohne Fans, also im Playoff nicht, im Playoff ist klar, für das arbeitet man die ganze Saison. Aber es gibt im Jänner, Februar, ist so eine Phase meistens drin, wo man sich extra motivieren muss. Ein bisschen. Und da spielen ist es mit Fans absolut leichter, als wie jetzt ohne. Muss ich schon. Und ich glaube, für die Spieler ist es nichts anderes. Wenn man mit den Spielern immer wieder ratscht, das sagt jeder, jetzt ist ohne Fans ist wirklich schwierig, da die extra Motivation und den extra Punch nochmal zu finden. Und ja, aber also mit dem können wir umgehen, das ist nicht ein großes Problem. Geht auch uns Medienvertretern, Medienvertreterinnen so ohne Fans in den leeren Hallen, es ist dann doch was ganz anderes. Aber inwieweit macht es vielleicht auch den Job ein klein wenig einfacher, was zum Beispiel auch die Kommunikation untereinander anbelangt? Ist das ein spürbarer Unterschied oder ist das völlig egal? Ich würde gar nicht sagen, dass es leichter macht. Ich würde sagen, dass es sogar teilweise schwieriger ist, weil man hört alles, was herumgeschimpft wird. Ja.
kommentiert wird und so weiter. Und ich sage, wenn die Fans in der Halle sind, dann hört man das Ganze nicht. Jetzt, wenn irgendwas von der Bank kommt, wenn die Spieler irgendwas nachschreien, das ist jetzt halt leider Gottes so, dass dann alle hören. Und oft einmal kann man da nicht anders, als dass man reagieren muss. Ich muss sagen, ich war relativ dickes Fell. Mir ist das, solange es nicht persönlich wird, ist es mir völlig wurscht. Nur wenn es einmal persönlich wird, dann muss man irgendwas tun, ja. Und wenn die anderen Spieler das mitkriegen, dass da ständig gejammert wird, kritisiert wird, dann werden die irgendwann auch frustriert, wenn man nicht reagiert. Und dann ist man quasi fast gezwungen, was zu machen. Und ich würde sagen, es ist nicht einfacher ohne Fans. Es ist anders, aber sicher nicht einfacher. Wie oft kommt das vor, dass es persönlich wird, weil du es angesprochen hast? Wie oft ist das vielleicht auch schon dir passiert? Naja, es ist das eine oder andere Mal schon passiert, aber die Spieler, oft kommt es aus der Emotion heraus und die Spieler sind eigentlich alles ganz nette Typen. Und sie kommen dann meistens Drittel danach oder was auch immer und entschuldigen sich. Und sagen, ja, heat of the moment, tut mir leid. Und dann ist die ganze Sache wieder vergessen. Also das ist, du redest jetzt einmal vom Short Memory und so weiter. Das muss man da auch haben. Wenn man nachtragend ist und sich dann denkt, der hat das letzte Mal zu mir das und das gesagt, dann wird es sicherlich eine Entscheidung irgendwie beeinflussen. Deshalb, was vorbei ist, ist vorbei. Und es geht beim nächsten Mal wieder von Null los. Wenn du in diesem Tunnel bist, den du angesprochen hast und aufs Eis gehst und mit diesem Short Memory dann Entscheidung um Entscheidung treffen musst und dann geht's zum ersten Mal, nachdem du 20 Minuten durchgehend auf dem Eis gestanden bist, in die Kabine. Wie sieht so eine Pause aus Sicht der Referees aus? Wird da viel gesprochen oder wird da einfach nur sinniert über das, was war und versucht hydriert zu bleiben? Ja, wir haben eigentlich immer einen Gameplan, so wie die Mannschaft nach. Wir wissen, auf was wir uns konzentrieren wollen. Und wir lassen das erste Drittel meist oder das zweite, je nachdem, welche Pause ist, Revue passieren, gehen unsere Strafen durch, sagen, was ist passiert. Waren die Calls gut? Kennen wir den Standard? Wir reden immer von Standard. Der Schiedsrichter, ist der Standard für das ganze Spiel haltbar? Schafft man das durchzuziehen? Oder war man zu kleinlich, dass wir im Endeffekt doch Einfluss aufs Spiel haben mit unserer Linie? Und da diskutieren wir drüber, sagen wir, wo müssen wir aufpassen? Seien es die Torhüter? Ist es im Torraum, wird da zu viel gearbeitet? Sind die Spieler zu neu am Goalie? Kann der Torhüter seine Position zum Beispiel spielen? Auf was müssen wir Augenmerk legen? Also wir sind im ständigen Austausch eigentlich. Selten, dass wirklich ruhig ist in der Kabine. Und oft ist der Beobachter auch da und gibt dann seine Einschätzung zum ersten Drittel oder zum zweiten Drittel ab und sagt uns, schaut auf das und da könnte was kommen. Und ja, und so läuft das prinzipiell ab. Natürlich viel trinken, Banane essen oder irgendein Riegel und dann geht's schon wieder los. Die 17 Minuten sind eigentlich relativ schnell vorbei. Du hast eine der spannendsten Sachen angesprochen, die natürlich auch bei vielen Fans und auch bei uns von den Fernsehsendern eine große Rolle spielt, die Linie. Jetzt könnte man wahrscheinlich über Schiedsrichterlinien ein eigenes Gespräch führen, das dann wahrscheinlich auch gleich mehrere Stunden ausufern könnte. Wie versucht man, so eine Linie festzulegen und einzuhalten? Ist das die größte aller Challenges bei der Schiedsrichterei? Ja, absolut. Würde ich so sagen. Es ist die Linie, prinzipiell vor der Saison, wir haben unser Camp, wir haben Augenmerk auf gewisse Sachen, die wir vermehrt pfeifen wollen und auf die wir Wert legen. Und oft funktioniert es vom Startweg ziemlich gut. Heuer muss ich sagen, sind wir extrem schwach gestartet. Also wir waren, so ehrlich muss man sein, wir waren nicht gut. Ja, das müssen wir uns eingestehen, wir waren absolut nicht gut. Es ist jetzt in letzter Zeit besser geworden, aber ich glaube, wir sind noch immer nicht da, wo wir eigentlich sein wollten. Ja, sag übers Playoff, wir haben uns weiterentwickelt, aber du siehst nach wie vor, wir haben Situationen dabei, die wir vielleicht falsch bewerten, ja, die wir anders bewerten hätten müssen. Und ja, wir müssen selber unsere größten Kritiker sein, weil sonst läuft's nicht. Du musst sagen, ich war nicht gut. Wir schauen uns eigentlich die ganzen Spiele am nächsten Tag an. Wir kriegen Videoclips. Wir versuchen es aufzuarbeiten. Und wie du sagst, diese Linie zu finden ist auch sehr spielabhängig, muss man ehrlich sagen. Man kann manchmal eine lockerere Linie, einen lockeren Standard
laufen lassen, wenn man weiß, die Mannschaften akzeptieren es und bleiben beim Hockey. Sie spielen weiter. Und dann hat man oft Mannschaften, die versuchen, einen Vorteil rauszuschlagen. Da wird es dann ein bisschen schmutzig, es wird emotionaler. Und wenn man dann eben diesen Moment verpasst, dann kann es sein, dass das Spiel völlig kippt. Und dann ist man eigentlich nur mehr Passagier. Dann kann man im Nachhinein nicht mehr viel machen. Nachdem uns jetzt das große Finale in der Betadome Eishockey League bevorsteht mit Klagenfurt und dem HCB Südtirol Alperia, wie bereitest du dich, nachdem du auch Spiele in der Finalserie logischerweise pfeifen wirst, auf so eine Serie vor, auf diese beiden Mannschaften? Worauf blickst du, womit beschäftigst du dich jetzt schon? Man kennt die Vorgeschichte. Es ist heuer zwischen den beiden doch schon einiges passiert. Man muss erinnern an das Spiel in Klagenfurt. Man schaut sich die vorherigen Spiele an zwischen den beiden. Man schaut sich an, wie waren die Strafen, war es eher aggressiv, weil wir unterscheiden ja zwischen Aggressive Fouls und Restraining Fouls. Und diese aggressiven Strafen eben wie ein Check zum Kopf oder ein Check von hinten, Boarding, wie viel ist da von dem vorkommen, wer sind meistens die Übeltäter. Ja, das sind eher die Sachen, man schaut, dass man körperlich noch einmal in Schwung kommt, dass man jetzt nach der Halbfinalserie noch einmal vielleicht 1-2 Tage kurz außernimmt und dann sich noch einmal vorbereitet, noch einmal aufs Radl geht, sich gut einfach fit macht wieder, im Kopf fit ist, dass der Körper fit ist, dass man bereit ist, wenn es dann am Sonntag losgeht, dass man einfach 100% da ist. Und man kann sich jetzt absolut keinen Fehler mehr erlauben. Ja, jetzt ist es soweit, das ist das Finale, das ist das Größte, was man als Schiedsrichter in unserer Liga erreichen kann. Da will man hin, für das arbeitet man. Und jetzt gibt es nur mehr 100% und alles andere ist nicht mehr akzeptabel. Jetzt sind einige der Protagonisten, auf die es dann auch ankommen wird und auf die Referees dann wahrscheinlich ein besonderes Hauptaugenmerk legen, bekannt. Einer davon wird die ersten 3 Spiele der Finalserie nicht mit dabei sein, Mike Helmo, der 4 Spiele suspendiert worden ist wegen einem Check gegen Ali Vukovic, der von den Referees erst mit einer 5+ Spieldauer belegt worden ist, um dann downgegradet zu werden mit 2+2. Wie kommen solche Entscheidungen zustande? Das sorgt natürlich auch bei vielen Fans für Fragezeichen. Wie passiert sowas? Dafür kann ich dir sehr gerne erklären. Ich war selbst bei dem Spiel. Also ich war Teil dieses Spiels. Wir haben am Eis sofort ein 5+ eigentlich gehabt. Wir waren uns einig mit dem Tribimir Biragic, dass wir mit 5+ gehen, weil der Check einfach am Eis im ersten Moment einfach brutal ausgeschaut hat. Ja. Er hat Anlauf gehabt, es war no regard for the puck, wie wir sagen, also er wollte nicht die Scheibe spielen und man kennt den Mike fährt unglaublich harte Checks. Ich finde, er spielt nicht immer unfair, er hat so den Ruf, dass er extrem unfairer Spieler ist, finde ich jetzt nicht so, er spielt halt einfach extrem hart und manchmal ist es over the top. Und das Problem war, wir haben dann, ich habe dann gesagt zum Typ, wollen wir es uns nochmal anschauen? Das war der Fehler, wir hätten einfach auf unseren Bauch hören sollen eigentlich. Und ich habe die Frage gedroppt, ja, wollen wir es uns einfach nochmal anschauen? Und dann gesagt, ja, warum nicht? Wir haben jetzt die Möglichkeit, uns das anzuschauen und gehen wir es uns anschauen. Und wir haben dann geschaut und wir haben uns dann eigentlich zu sehr auf den Ali fokussiert. Der Ali er war nicht unsuspecting, das heißt, er hat den Mike kommen gesehen, er hat ihn angeschaut, er war scheibenführender Spieler, das heißt, es war eigentlich alles gegeben, dass er gecheckt werden darf. Das war mal das Erste. Und der Ali hat dann im letzten Moment gesehen, der Mike kommt und wollte sich schützen. Dadurch hat er sich ein bisschen aus der Position gebracht und ist dann eben hart eingeschlagen. Und wir haben einfach Ali seine Bewegung zu sehr in unsere Entscheidung eingebunden, was absoluter Fehler war, weil man den checkenden, also dem Spieler, der gecheckt wird, ja niemals eigentlich einen Vorwurf machen kann, dass er was falsch macht, sondern er wollte sich nur schützen. Und wie gesagt, wir haben in der Hinsicht einfach den Check falsch bewertet, weil wir den Ali seine Bewegung zu sehr in unsere Entscheidung mit einbezogen haben. Schlicht und ergreifend die falsche Entscheidung. Weil und diese Offenheit ehrt dich ja extrem und das macht es ja nur noch viel nachvollziehbarer, was man da auch vorausschicken muss, wenn im Eishockeyspiel keine Fehler passieren würden, dann wird es nie Tore oder dergleichen geben und dementsprechend sollen Fehler natürlich auch den Schiedsrichtern zugestanden sein, weil du das Bauchgefühl angesprochen hast, bei dieser Situation gleich die 5+ Spieldauer zu geben. Wie oft
liegt man mit diesem Bauchgefühl richtig? Öfter als nicht? Wie muss man sich das vorstellen? Eigentlich fast immer. Bauchgefühl ist es, die Sachen sind so verinnerlicht, dass man überlegt nicht, wenn man eine Strafe gibt. Die Hand geht einfach rauf. Ja. Wenn man überlegt, macht man Fehler. Und ich glaube, das war als Spieler nicht verloren, dass man hat diese Automatismen, man weiß, was man machen muss. Und wenn man diese eine Sekunden vor dem Tor vielleicht zu lange überlegt, soll ich den Haken machen, soll ich nicht, dann wird man wahrscheinlich kein Tor schießen. Und das Gleiche ist bei uns. Wenn ich 1 Sekunde zögere und man denkt, dann ist schon vorbei, dann ist meistens schon zu spät. Und dann ist auch der Call, der kommt zu 90% nicht gut. Also es ist wirklich, wir sagen, trust your guts, hör auf dein Bauchgefühl. Und wir sind, glaube ich, so gut ausgebildet alle, dass wir uns auf das meistens verlassen können. Und ja, wenn man, wie gesagt, zu lange nachdenkt, liegt man meistens falsch. Dass man sich diese Strafen dann auch nochmal per Videobeweis ansehen kann. Wie lange gibt es schon? Also ich kann mich erinnern, dass das früher logischerweise nur bei ganz wenigen Situationen der Videobeweis konsultiert worden ist. Wann hat sich das geändert oder wie ist es dazu gekommen, dass man auch Strafen im Nachhinein nochmal bewerten kann per Video? Also wie der Prozess genau war, kann ich da nicht sagen. Also wir haben das seit heuer. Wir haben auf der Bank draußen, auf der Strafbank unser iPad, da haben wir 8 Kameraperspektiven und wir dürfen uns prinzipiell Sachen ansehen, für die wir 5+ Spieldauer am Eis ausgesprochen haben. Einzige Ausnahme ist der hohe Stock mit 2+2, den dürfen wir auch noch schauen. Wir dürfen die Strafen verringern, aber nicht auf 0 gehen. Das heißt, wenn wir jetzt einen Check zum Kopf haben, wir gehen mit 5+ und wir sehen im Video, das war eigentlich gar nichts, müssen wir trotzdem mit 2+2 gehen. Da sind uns die Hände gebunden. Also da können wir gar nichts tun. Und ich glaube, dass diese Einführung des Videos prinzipiell extrem gut ist. Nur uns fehlt die Erfahrung, würde ich sagen. Es war wie damals wie der Videobeweis für Tore eingeführt wurde. Wir haben am Anfang eigentlich eine recht schlechte Quote gehabt. Wir sind oft falsch gelegen. Und man muss da dann wirklich einwachsen. Es haben damals die Goalie-Coaches haben sich dazu gesetzt mit der Liga. Es ist auch ausgearbeitet worden, was ist wichtig, auf was soll man schauen. Und mit dem Standard haben wir dann arbeiten können. Und ich würde sagen, wir sind bei Torentscheidungen eigentlich fast immer richtig. Also es ist selten einmal, dass es wirklich daneben liegt. Weil wir wirklich gute Standards haben, an denen wir uns festhalten können. Wir haben sogenannte Key Points, die wir abarbeiten, an denen wir uns festhalten. Zum Beispiel beim Tor, wenn so wie gestern das Tor verschoben war das Tor vor Schussabgabe oder ist es schon in Shooting Motion? Das ist natürlich und so weiter. Das arbeiten wir dann alles ab. Und ich glaube, dass wir jetzt genau wieder dort sein, wo wir auch mit diesem Video-Go-Review waren. Wir brauchen, glaube ich, erst einen Standard, einen Prozess, in dem wir uns einfinden müssen, um da wirklich dann mit den richtigen Entscheidungen rauszukommen. Und wir haben leider Gottes in nicht allzu ferner Zukunft, allzu ferner Vergangenheit, haben wir ja zweimal eklatant daneben gegriffen. Was erinnern, es war der Check von Ortega, wo wir daneben gelegen sind, und es war der Check jetzt von Mike in Bozen auf den Ali, wo wir daneben gelegen sind, und das ist nicht akzeptabel. Ja, das geht 100%ig auf unsere Kappen, und das Ganze hat natürlich dann einen komischen Beigeschmack, weil man sagt, wie kann es sein, dass Schiedsrichter eine große Strafe aussprechen, das Ganze zurücknehmen, dann greift die Liga ein, sperrt diesen Schiedsrichter, dass das in der Außenwirkung nicht gerade das Gelb auf dem Eis ist, mir absolut bewusst. Und wie gesagt, ich kann die Fans verstehen, dass sie da nicht sehr erfreut sind. Und ich glaube, wir werden da in Zukunft sicher was finden, an dem wir uns eben festhalten können, wo wir dann die korrekten Entscheidungen treffen werden. Was mich immer interessiert, das werden ja nach dem Grunddurchgang dann quasi die All-Stars nominiert für die Playoffs und dann wird pro Runde noch einmal ein wenig ausgesiebt. Das bedeutet dann auch, dass es mal ständig mit neuen Kollegen, auch wenn der Kreis ohnehin ein recht kleiner ist, aber trotzdem, dass man immer mit neuen Konstellationen arbeiten muss. Wie schwierig macht es das oder wäre es auch sinnvoll, vielleicht fixe Crews zusammenzustellen und zu nominieren? Das ist eine gute Frage. Ich hab jetzt den direkten Vergleich, weil ich bin heuer 25 Spiele mit dem Christian Ofner gefahren, eben durch Corona bedingt, weil wir in der gleichen Stadt wohnen. Und natürlich, man groovt sich aufeinander ein, wie man so schön sagt, man kennt sich und man weiß, wie
wie lässt der andere bei den Situationen, bewertet er wie bewegt er sich am Eis, was ja auch eine große Rolle spielt, auf was muss ich mich konzentrieren. Wir haben unsere sogenannten Sidelines, sind eigentlich Sichtlinien, wo schauen wir wann hin. Und das ist natürlich, umso mehr man zusammen pfeift, umso eingespielter ist das. Aber es kann natürlich auch sein, dass man Sachen nicht so gut harmoniert oder es ist einmal irgendwas und da wird es halt schwierig, wenn man immer zusammen ist. Also ich finde es gut, dass wir durchgemischt werden und wir haben alle in der Liga eigentlich einen ähnlichen Standard, würde ich sagen. Es ist nicht so, dass man sich völlig umstellen muss von Spiel zu Spiel und deswegen sehe ich das nicht so als großes Problem, muss ich sagen. Wenn man sich da versucht, aufeinander abzustimmen oder wie schnell funktioniert das dann auch während einer Partie, dass man merkt, okay, da gibt's jetzt eine Chemie und wir sehen das ganz ähnlich oder wie viel Differenzen gibt's da dann auch in bestimmten Sichtweisen? Gibt es durchaus. Wie soll ich das am besten sagen? Es gibt Schiedsrichter, die etwas strenger pfeifen, würde ich sagen. Ja? Und es gibt dann die Jüngeren, so wie die vor allem unterm Leitseits jetzt gekommen sind, wir haben ein bisschen eine andere Linie. Und da ist es halt immer, ja, es ist nicht schwierig, aber man muss sich, so wie du sagst, doch ein bisschen aufeinander einstellen. Und wir kennen uns alle, wir pfeifen eigentlich relativ viel miteinander. Es ist so, man sieht sicher jeden Schiedsrichter 1 bis 2 Mal in der Saison, also es ist nicht so, dass man jetzt im Finale mit jemandem fährt, den man noch nie gesehen hat. Das wird sicher nicht passieren. Und man geht eben vor der Partie, sitzt man in der Kabine, man zeichnet sich alles auf, man sagt, wer schaut in welcher Situation wohin, macht sich, wie gesagt, einen Gameplan. Und dann funktioniert es meiner Meinung nach eigentlich immer gut. Also es gibt wenig, also das heißt wenig, eigentlich gibt es überhaupt keine Probleme von der Abstimmung her. Wenn du jetzt nicht pfeifst, sondern als ganz normaler, in Anführungszeichen, Zuseher zu Hause sitzt, und das war bei Spiel 6 Bozen gegen Wien im Halbfinale auch der Fall. Wie sehr kann man so ein Spiel in Anführungszeichen genießen oder bleibt mir immer der Referee und schaut sich die ganze Zeit die Close Calls an, vielleicht auch die nicht getätigt worden sind, weil man halt mit den Kollegen mitleidet, mitfiebert? Nein, überhaupt nicht. Ich schaue es mir einfach als ganz normaler Zuschauer. Mich interessiert eigentlich wenig, was die Kollegen machen. Natürlich, wenn einmal was dabei ist, schaut man sich nochmal an und denkt sich, okay, ja, haben sie wahrscheinlich so und so gesehen, weil man sich eher versetzen kann. Aber prinzipiell, das ist meine Freizeit. Ich schaue unglaublich gerne und unglaublich viel Eishockey. Und da ist der Schiedsrichter sicher nicht im Mittelpunkt, was eigentlich nie sein sollte. Ja. Also wir sind Teil vom Spiel, aber das Schlimmste, was uns passieren kann, ist im Mittelpunkt zu stehen. Das will auch keiner von uns. Und es geht immer ums Spiel, es geht um die Spieler und niemals, wie gesagt, um uns Schiedsrichter. Das ist das Wichtigste im Ganzen. Jetzt gab es eines der jetzt schon legendäreren Interviews vor ein paar Tagen bei Halbfinale Spiel 5 zwischen Klagenfurt und Red Bull Salzburg, als Rick Schofield in einer Drittelpause noch dazu nach einem aberkannten Tor gemeint hat, the referees have been horseshit this entire playoffs. Er ist dafür auch mit 2.500 Euro bestraft worden. Wie geht's einem Schiedsrichter, wenn er sowas hört? Achtet man auf sowas? Bekommt man sowas mit oder muss man da auf Durchzug schalten? Emotionen. Salzburg hat eine schwierige Serie zum Spielen gehabt. Sie haben immer wieder mit Entscheidungen gehadert. Ja. Man muss erinnern, das 5-3 Unterzahl, ich glaube im Spiel 2 war das, wo sie die Partie hergeben haben. Dann natürlich, man schießt von 5 Spielen nur in 2 Spielen keine Tore. Ja. Dass dann dieses eine Tor extrem wichtig ist logisch. Und dass dann Emotionen hochkommen, ist auch absolut nachvollziehbar. Was man halt sagen muss, ist als Profi, es geht ja nicht nur um uns, sondern es ist etwas, das die Liga schädigt quasi, ja, nach außen hin. Und da ist der Rick. Der Rick ist ein absoluter Gentleman, wenn man ihn außerhalb vom Eis trifft. Unglaublich höflicher Mensch. Und deswegen möchte ich ihm da absolut keine Bösartigkeit oder irgendwas unterstellen. Das ist Emotion, es gehört dazu. Und das nächste Mal wird er sich das sicher überlegen, ob er das noch einmal von sich gibt. Aber uns dann geht es nicht wirklich. Weil du diese Emotionen ansprichst, die sind jetzt in den Playoffs natürlich noch ausgeprägter. Gibt es da Spieler oder Coaches, wo man erst einmal schlucken muss, bevor man ihnen eine Entscheidung mitteilt, die deutlich gegen ihre Mannschaft geht?
Nein, nicht wirklich. Eigentlich nicht. Das sind, ich meine, wir kennen unsere Coaches. Es hängt, glaube ich, sehr viel auch von der Herkunft ab, würde ich sagen. Wenn man schaut, unsere finnischen Trainer vergleicht mit unseren Nordamerikanern, das ist einfach eine andere Mentalität. Ja. Ich würde sagen, Skandinavier sind eher ruhiger, zurückhaltender. Meistens kann man über alles diskutieren, haben ein offenes Ohr. Und ich würde sagen, Nordamerikaner sind einfach so ganz emotionaler. Sie probieren sehr viel über die Emotion zu gestalten und uns irgendwie dann auch zu verunsichern und wir sagen, to get under your skin. Und da probieren sie halt hinzukommen. Und dann wird man, wenn man sich da hinlässt, wird man sicher fehleranfälliger. Aber prinzipiell würde ich nicht sagen, dass es Coaches gibt, wo man sich jetzt so nicht getraut, hinfahren, ihnen was mitzuteilen. Das ist nicht der Fall. Auf Spielerseite sind es ja meistens die Kapitäne und die Assistenten, die mit euch reden dürfen, die von euch auch Entscheidungen mitgeteilt bekommen. Mit welchen Kapitänen spricht man mit allen gleich gern oder gibt es da irgendwie auch dort quasi die Gentlemen, mit denen man weiß, okay, das ist jetzt relativ easy mit dem zu plaudern? Kapitäne sind ja prinzipiell die Leader in der Mannschaft. Das sind sowieso schon Personen, die besondere Fähigkeiten haben oder im Team besonderen Platz einnehmen. Und das machen sie am Eis. Sie sind, also die Kapitäne in unserer Liga sind alle absolut in Ordnung. Es gibt niemanden, der da wirklich daherkommt und jetzt nur beschimpft und sagt, was ist das für ein Scheiß, was du machst, sondern es ist eigentlich immer sachlich. Der eine redet mehr, der andere redet weniger. Mario Fischer ist zum Beispiel einer, der sehr gern Fragen kommt. Ja. Und es gibt aber auch welche, so wie in Dornbirn, der Magnon zum Beispiel, kommt kaum einmal. Ja. Also wirklich nur da, man sieht, der Mario möchte öfter was wissen. Und für das sind wir ja da. Und solange das Ganze konstruktiv ist und ein normales Gespräch ist, sind wir jederzeit offen zu reden. Das Einzige, was absolut nicht geht, ist, wenn einer zu mir kommt und schreit. Das ist ein absolutes No-Go. Das ist nämlich auch eine Frage, die mich beschäftigt. Jetzt ist Eishockey prinzipiell ein Sport, in dem schon auch ganz gerne mal geflucht wird. Wie viel Flucherei ist erlaubt oder wo ziehst du die Grenze zu Wutausbruch und dann Beleidigung, die mit einer Disziplinarstrafe geahndet werden muss? Konkreter Anlassfall Matt Mangini, der irgendwann mal wie ein Rohrspatz fluchend in Richtung Bank gefahren ist und dort dann irgendwie komplett ausgetickt ist und dann auch gleich noch eine Disziplinarstrafe obendrauf gekriegt hat. Was muss am Eis gesagt werden oder in welche Richtung muss es gehen, dass es dann auch in puncto Strafen eine Konsequenz hat? Also solange eigentlich Entscheidungen kritisiert werden, ist das Ganze irrelevant. Das gehört dazu. Wenn ein Spieler sagt, that call was horse shit oder was auch immer, okay, ist seine Meinung. Jeder darf seine Meinung haben, ist absolut legitim. Nur wenn es dann wirklich auf die Schiene geht, es sind schon Sachen gefallen, die ich da jetzt nicht sagen möchte. Und wenn sich dann in der Strafbank nicht beruhigt wird und mit dem Stock weiterhin gegen das Plexiglas gedroschen wird, dann können wir wie einem anders. Dann ist irgendwann die Grenze erreicht. Es geht um die Integrität unseres Sports. Und wenn wir das zulassen, dann sind wir, die ganze Liga ist dann eine Lachnummer. Ja, das geht nicht. Und dann ist die Grenze überschritten und damit da gehandelt. Ich möchte zum Schluss dieses Gesprächs noch ein wenig auf das Schiedsrichterwesen im Allgemeinen zu sprechen kommen. Du hast gemeint, die Schiedsrichter waren in dieser Saison nicht dort als Ganzes, wo sie sein sollten. Man hat sich da mehr vorgenommen und vor allem auch den Saisonbeginn angesprochen. Wo ortest du die größten Verbesserungspotenziale bei der heimischen Schiedsrichterei? Als erstes würde ich sagen, wir brauchen auf alle Fälle einmal mehr Schiedsrichternachwuchs. Wir brauchen in der Ausbildung mehr Leute. Wir haben wenig Leute, die leisten unglaublich gute Arbeit. Die reißen sich wirklich auf gut Deutsch den Arsch auf, opfern ihre Freizeit, fahren überall hin, um Schiedsrichter zu beobachten, um sie besser zu machen. Nur es ist einfach die Masse nicht da. Wir sind jetzt einige, die gespielt haben und jetzt eben in die Schiedsrichterei gewechselt sind. Aber es kommt trotzdem nach wie vor relativ wenig nach, würde ich sagen. Und ich glaube auch, dass da derzeit, eben wenn wir so eine Saison wie heuer haben, tragt das nicht gerade positiv dazu bei. Weil die Leute sehen, die Schiedsrichter stehen fast ständig im Fokus. Es wird, wenn man auf die Social-Media-Kanäle schaut, es wird selten dann über Spiel geschrieben,
sondern es geht immer gleich Richtung Schiedsrichter. Und da braucht man wirklich ein dickes Fell, um sich dem auszusetzen, würde ich fast sagen, ja. Weil wir haben schon Leute gehabt, die haben aufgehört, weil sie sich verrückt gemacht haben. Weil die sozialen Medien, da geht's dann wirklich ab, man kriegt da teilweise persönliche Nachrichten, ja, also wirklich tief. Und also Morddrohungen war noch keine dabei, aber wirklich Sachen, wo man sich dann denkt, hey, wie kann das sein? Wir sind ja auch nicht jetzt, sage ich mal, Blinde, die keine Ausbildung haben und sich da einstellen und einfach irgendwas machen. Sondern wir setzen uns hin, wir opfern unsere Freizeit, wir haben 2 Profis, der Rest geht arbeiten. Wir fahren am Sonntag von irgendwo heim, gehen 2-3 Stunden schlafen und gehen arbeiten die ganze Woche. Setzen uns am Dienstag wieder ins Auto, fahren wieder heim, gehen wieder arbeiten. Und dass man sich dann ständig eben diesen Drohungen, diesen, ja, wirklich Herabmachungen, was immer aussetzen muss, gibt manchmal schon zu knabbern, muss ich sagen. Da fragt man sich dann, warum tue ich mir das an? Und das ist halt echt etwas, was, glaube ich, auch viele Junge davon abhaltet, diesen Weg einzuschlagen. Weil keiner will sich dem aussetzen. Ist es über die Jahre schlimmer geworden? Ja, absolut. Ich meine, ist halt schwierig zu beurteilen. Ich sage jetzt ja, weil ich mit der Generation Social Media und so weiter aufgewachsen bin. Und damals hat man es wahrscheinlich noch eher ins Gesicht gesagt oder was auch immer. Und jetzt ein Schreiben unter irgendeinem Post, 753 Leute, irgendwas mit falschen Namen, mit irgendeinem Profilfoto und verleumden an, beschimpfen an, werfen an, vor, dass man bestochen worden ist, was auch immer. Und das ist halt, ich meine, irgendwie, wir lieben alle Eishockey und dass man das Ganze dann so in Schmutz zieht, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Und man sieht es jetzt in der deutschen Eishockey-Liga, ist jetzt so weit gegangen, dass Krefeld mittlerweile Strafanzeige zum Beispiel gestellt hat, weil der Spieler Laurin Braun eben mehrmals von Fans über Social Media wirklich attackiert worden ist. Und wenn es dorthin geht, muss man sich wirklich am Kopf greifen und muss sich fragen, was können wir an unserer Kultur ändern? Wie können wir das schaffen, dass wir wirklich sagen, wir gehen in die Halle, um Eishockey zu sehen und nicht, um danach in den sozialen Medien über irgendwelche Leute zu schimpfen und die schlecht zu machen. Das Gleiche gilt auch gegen Spieler. Ein Spieler, die Leute wissen nicht, ob der gerade vielleicht Privatprobleme, ich weiß, das heißt immer, ja, privat hat nichts verloren, der ist Profi, der muss sich auf das konzentrieren, aber es spielt schon eine Rolle. Und dann Leute zu verunglimpfen und schlecht zu machen, finde ich einfach den falschen Weg. Und konstruktive Kritik immer gern, sofort sind für alles offen, aber sobald es auf diese persönliche Ebene geht, mit Beschimpfungen, mit Drohungen und so weiter, wo man seinen Namen mehrmals dann in Social-Media-Kanälen findet, mit seinem Bild und keine Ahnung, was dabei steht, ja, muss, glaube ich, nicht sein. Wie hast du es geschafft, dir so ein dickes Fell anzutrainieren? War das immer schon da oder ist das ein Prozess? Das ist ein Prozess. Das ist absolut ein Prozess. Am Anfang nimmt man sich alles zu Herzen, was in der Zeitung steht. Und die kleine Zeitung in Kärnten ist ja bekannt für ihre Doppelseite im Eishockey. Und ja, was dann da drinnen steht, das liest ganz Kärnten. Und ich bin Lehrer, wenn du dann in die Schule gehst, sitzen halt dort 45 Kollegen und schauen die an und jeder hat das gelesen. Und jeder fragt, hey, was war denn los? Und im Endeffekt ist es so, dass sich viele überhaupt nicht auskennen und eigentlich gar keine Expertise abgeben können, sondern das sind irgendwelche Dinge, die die Medien irgendwie aufschnappen und schreiben, ohne dass jetzt da irgendjemanden schlecht machen will. Nur man sollte sich vielleicht doch Gedanken machen, dass die Leute, die da pfeifen und am Eis sein, eine Ausbildung dafür haben. Die wissen schon ungefähr, was sie tun. Ja. Und deswegen finde ich es halt oft auch nicht gerechtfertigt, da dann, ich weiß, das ist Journalismus, das gehört dazu, das wollen die Leute lesen, das bringt Verkäufe und so weiter. Aber ja, ob es jetzt zielführend ist, weiß ich nicht. Nichtsdestotrotz diese Appelle, die letzten paar Minuten, vielleicht erreicht es den einen oder anderen Eishockey-Fan auch über diesen Podcast, dass man sich vielleicht in Zukunft zweimal überlegt, wie man kritisiert, wen man kritisiert und warum man kritisiert. Eine abschließende Frage noch mit einem kleinen Blick in die Zukunft. Diskussionsthema im heimischen Sport ist es ja schon länger. In manchen Ligen wird sehr aktiv darüber nachgedacht, quasi die Einheitseisfläche
so zu gestalten, wie sie bei nordamerikanischen oder im nordamerikanischen Sport der Fall ist. Also sprich NHL, Eis überall. Die Olympischen Spiele in Peking werden ja auch auf kleinem Eis stattfinden. Wenn das kommen würde, auch hierzulande, inwieweit würde sich das für dich als Schiedsrichter ändern, wenn wir über die Bewegungen sprechen, über die Sidelines, über alles, was damit zusammenhängt? Habe ich eigentlich schwierig zu beantworten, weil ich keinen Referenzwert habe. Ich habe auf der kleinen Eisfläche nur als Spieler gespielt einmal, aber ich habe dort noch nie gepfiffen. Aber ich könnte mir nur vorstellen, dass natürlich sich für uns sehr viel verändern würde. Stellungsspiel, Bewegungsradius und so weiter. Das wird natürlich, wir haben jetzt extrem viel Platz am Eis. Wir wissen, große Eisfläche. Wir haben viel Freiräume. Wir können uns eigentlich relativ gut ungehindert bewegen, ohne dass wir im Weg stehen. Und das Spiel wird durch die kleine Eisfläche natürlich noch schneller. Und da müssten wir sicherlich uns adaptieren. Das wird sicher wieder eine Zeit in Anspruch nehmen, bis wir da dann wieder da sein, wo wir hinwollen, denke ich, weil das ist sicher nicht einfach. Aber das gilt für die Mannschaft. Nein, die müssen ihr ganzes System vielleicht umstellen, ihre Spielphilosophie, weil es natürlich viel schneller, härter, es ist körperbetonter. Es wäre natürlich actionreicher. Also ich bin absoluter Fan der kleinen Eisfläche, muss man sagen, weil es einfach das Spiel so viel attraktiver macht. Und ja, also ich bin nicht abgeneigt. Wenn es kommen sollte, gern. Auch die soften, auch die neuen Banden, das ist ein absolutes Muss, finde ich. Das vielleicht CTC zum Beispiel schon nachmacht, jetzt eine neue Bande endlich, weil diese harten Banden führen auch zu viel Verletzungen. Und ja, man muss sich weiterentwickeln und neue Banden, neue Eisfläche. Warum nicht? Wäre sicher eine coole Sache. Sind wir sehr gespannt, wie und ob das kommt. Möchte dir herzlich Danke sagen, dass du so lange Zeit genommen hast, dass du so tiefe und so ehrliche Einblicke gegeben hast und wünsche dir und den Schiedsrichterkollegen eine tolle Finalserie und dann auch eine tolle Zeit bei der IIHF AWM. Vielen lieben Dank, dass du so lange, so ausführlich Zeit genommen hast. Martin, danke fürs Gespräch. War eine Riesenehre, dabei sein zu dürfen. Und ich denke, wir werden uns das ein oder andere Mal noch in der Halle über den Weg laufen. Definitiv. Bis dann. Hockey O'Clock mit Martin Pfanner wird unterstützt von Casumo.com. Casumo, das ist Wetten leicht gemacht. Casumo ist der einfache und faire Sportwettenanbieter in Österreich. Nationale oder internationale Fußballspiele oder viele andere Sportarten. Mit Casumo.com liegst du in jedem Fall richtig. Mit dem Link in den Shownotes dieses Podcasts holst du dir eine 10 € Freiwette. Einfach Link klicken und gleich loslegen. Casumo.com, das ist CASUMO.com. Casumo, Wetten leicht gemacht. It's been one of the great careers in Austrian hockey that has unfortunately come to an end. Therefore, it is a huge pleasure to have him on Hockey O'Clock and not only look back on a tumultuous season with Villach, but also on a great career in Austria. It is none other than Jamie Fraser that is now joining me on Hockey O'Clock. Jamie, thanks so much for taking the time. Yeah, thanks for having me. No problem. Jamie, the big R word, the retirement that's always circling around a player's head at a certain point. How much of retirement has already sunk in? Probably not that much, to be honest. I'm comfortable with my decision, and I don't think it'll really hit home until, it comes time to when guys start going back to play. I think then it'll really sink in. And, I had a little bit of closure when I left Villach. It's a tough couple days, just driving. I remember one time, my last day there, I was driving to get a computer, and just driving through the mountains. It was a really nice day, and it kind of sunk in right there that that's going to be the last time for at least a while that I see. I love those mountains, and it's so beautiful there. And it was I had the windows open and just cruising in my car, and I hit home a little bit there, and got a little sad, and so that was the first time. But I don't think it'll really hit in until, like I said, when guys start going back, and then I think it'll finally sink in.
When one looks at your age, you're only 35. If we take into consideration that the Cheliuses, the Hajeks of this world played, or the Jagers played deep into their 40s, why did you say it has to end at 35? Well, pretty much it came down to just my family. My son's getting older. He's in grade 1 now. It's not fair to him to take him out of school. You know, he loves his school here, and the kids in his class, his friends. And he enjoyed coming to VLOC into Europe, but, you know, after a couple months, he was always, you know, when can I go back home? And he missed his cousins and his family. And after a few years of that, it just starts to wear on you, and you feel so bad for, you know, taking him out of his life and uprooting his life. So that's basically kind of what it came down to. I mean, I would have loved to play, and my wife would have loved to come for a few more years. But, you know, we kind of weighed the pros and cons and just decided it really wasn't fair to him. And, you know, my daughter's going to be older soon. She'll be starting school. So, you know, that's kind of what it came down to. It's unfortunate, but it's the way she goes. One thing that hardly anyone ever talks about, I mean, I know there's a huge wear and tear on the body, but if you're a pro hockey player, especially someone who moves around, you've been to a couple of places in the US, you've been to 3 different places in Europe. How big is that wear and tear on one's family? You know, it can be bad. I mean, in the US, it's a lot different because you're going on road trips for weeks at a time. When I was in Houston, you know, we'd leave for a week or 9 days and kind of do a swing through Chicago and Milwaukee and stuff like that. But I didn't have a family then. I just had my wife, and so no kids. So that made it a lot easier. But in Europe, it's pretty good. I mean, most of the travel, you're back in your bed that same night. Might be late, but there's only a few places where we go the day before. So really, like I said, the travel's awesome in Europe. And I think that's why you can kind of extend your career there. It's a lot less like wear and tear because of the travel and stuff like that. I want to come to that career extension. I want to tackle a lot of other things, but first off, I want to start with what's probably freshest in the minds of a lot of hockey fans, with the unfortunate ending of the year with Villach. If you think back of the playoff series, the quarters against Klagenfurt, what comes to mind first? Well, disappointment. I mean, you know, we were thrilled to make the playoffs and kind of felt we were rolling going in there after, you know, kind of a crazy pick round, making it on the last shootout. You know, when not many people gave us a chance to, I don't think, to even have a sniff to make the playoffs. But, you know, I felt we played pretty good. You know, we had a lot of injuries, which is unfortunate. I mean, Klagenfurt's a pretty deep team. They roll 4 lines. And I think in the end, that kind of caught up to us. The last 2 games, you could kind of see just guys kind of running out of gas, which is unfortunate. But, you know, I'm proud of the way we played, and I thought we fought them hard, and would have been awesome to win. That would have been, you know, legendary for us to win that series. But, you know, I have no regrets, and, you know, I'm proud of the guys the way they battled. I remember you doing an interview, I think it was before Game 3, or might have been Game 4, where our interviewer asked you how much gas there's still in the tank. And you said the tank is more than full, there's more than enough energy. Now, looking back with a couple of days to ponder that or what you said, do you still think that the gas tank was full, or did you at the very least notice with a couple of other players that they might have hit, well, their limits? Well, in our minds, the tank was full, but I mean, you can tell yourself, and you try to tell yourself that you have tons of energy. And I mean, I don't think we were exhausted to the point of like collapse or anything, but you know, it just over a series, it wears on you when they have four full lines rolling, and, you know, 4 pretty deep lines. And like I said, unfortunately, we had a few injuries and guys, a lot of guys playing that were, you know, injured, just playing through it. So, I mean, you got to be lucky to win in playoffs. You got to have no injuries. Like if I go back to the year we won in Vienna, I mean, we had great luck. We had no injuries, and then the next year
another good year for us. You know, we lost Roddy and Holtzapfel in the second round after beating Bolzano in game one, and then they swept us. It's 2 injuries, and there goes your season. So, yeah, I mean, we had a lot of adversity this year in VLOC, and especially in playoffs. And I think the injuries and the stuff really came to kind of bite us in the playoffs. One specific instance that led to you making the playoffs, I want to talk about that. One game in Dornbirn where everybody knew you had to win, and your team being down 4-1 and potentially being down 5-1 if the refs didn't decide that was a no-goal decision. It was an unbelievable game that we were allowed to broadcast. Where does this game rank in your career in terms of excitement and surprising developments? Yeah, probably second, to be honest. I mean, it was such a weird game. I mean, you know, you just go into the game thinking have a great start and, you know, see where it goes from there. And then right off the bat, they get, I forget, 1 or 2 goals, and it's just like, oh God. And then it seemed like it was just like a downhill slide. And, you know, to be honest, I mean, I think most of us thought, oh, that's the season. You know, we're going to try hard, but I mean, we weren't a crazy offensive as far as goals scored team during the whole season. So, I mean, 4 goals seems like, or 3 goals, 4 goals to tie it up seems like almost a insurmountable amount. So, you know, we went in and regrouped and, you know, just said, hey, let's just leave it all out there. And we did. And we came back and tied it, which was crazy. And, you know, and then Schmitty made a huge breakaway save in overtime. And, you know, your heart just drops when you see that. I think might have been Yogan even going down and on a breakaway. And you're just like, oh God. And then, you know, luckily it went to a shootout and we came through. But yeah, the amount of emotions I felt during that game was from just like the lowest of lows to the highest of highs. It was something pretty special. Now, what we as media members love to do is obviously speculate what happens during intermission in the locker room, especially when a team's down. And I remember our cameras constantly focused on Rob, and he was even keel all the time. You couldn't read, or you couldn't tell from his face if he was up 5-1 or down 5-1. What happened in those 2 intermissions? Was it business as usual, or did someone just like you, a player or a leader, raise his voice? It was nothing too out of the ordinary. I mean, Rob's great like that. He never kind of loses control or anything like that. He's very honest with us, and kind of what you see is what you get. But he just said, I mean, it's could be our last game, and, you know, like, let's just go out there and leave everything out there. And I mean, a few guys might have said something, but I don't think there was any panic in the room, which was weird, considering how far we were down. But, you know, we knew there was a chance. We just had to get the next one. And when that goal was disallowed, that was huge. But yeah, it really wasn't anyone hooting and hollering or snapping or anything like that. And we just knew what we had to do. And, you know, we knew if we got the next one, then we had a chance if we got one early. And, you know, kind of the rest is history. Now that crazy game got in the playoffs, it's the local derby against Klagenfurt. The Carinthia in its entirety is on their heels. Everybody watches the games, and the series ends way too early after 5. Once you left the ice, did you at that point already know that this was it, or did the decision to retire develop after the season? No, I pretty much knew. I'd say like 90%, 95%. And then, you know, sitting in the dressing room and kind of realizing that it was going to come to an end. That's another point it kind of hit me that I'd be probably the last time that, you know, I was in the room with the guys, and got a little emotional there. I didn't say anything. I think I went into the coach's room after probably 20 minutes, just kind of soaking it in, and said, hey, it's been a pleasure, but this is it for me. And then that was pretty much it. I think most of the guys knew. There had been some talks during the year
about it possibly being my last year. So, a lot of the guys came up and just gave me a hug and said, great career. And so I think a lot of them knew as well. But yeah, I'd say I knew for the most part. Now, as you were close or fairly certain that you retire, is that, and that's another narrative that media members like to establish, but is there, would you say that you try to cherish all those little moments, like taping your stick, heading out for warm-ups, heading back to the locker room, like bantering around with the guys in the locker room? Is that something that you cherish even more, or does it just stay the same? No, I tried to do that. When I had a talk with my wife a few months prior, kind of maybe deciding that it was going to be my last year. She even said, like, I know to be honest, it was a crappy year as far as with all the COVID stuff and no fans. And, you can't even really hang out with your teammates so much. You can't go out for supper or go have a couple drinks. So she said, just try to enjoy every game, every minute, the best you can in case it is your last year. So that's something I tried to do. But I always tried to do that. I mean, I'm a guy that loved going to the rink. I always get there super early, and I just like being around, being around the guys. And so it's kind of something I always did, but I definitely tried to soak it in a little more. Now, once I knew that you'd come onto the podcast, I posted an entry on a message board where a lot of Villach fans obviously are as well, and wanted them to be able to ask questions that I extend to you. And what stood out, and we're talking about less than 24 hours, in those 24 hours is the tremendous amount of gratitude that Villach fans showed, and they obviously wanted me to pass on a lot of just thank yous for everything you did for the club in the past couple of years. You announced your retirement on Instagram. How long did it take you to get through all the comments and through all the reactions? A long time. Luckily, time was something I had because I was in that quarantine hotel for 3 days. But it was almost overwhelming. I was trying to do school for a little. I tried to do a chapter a day for my school. I had to put my phone in the other room just because it was almost a nonstop barrage of messages and notifications for 2 days straight. So, that actually meant a lot to me. Like I said, it was very overwhelming. I really didn't expect that at all. So, the fans and everywhere I've played have always been great. But Villach fans, how passionate they are, and they've been nothing but spectacular to me and my family over the 3 years. You mentioned the 3 years. Obviously, the only place you played longer and spent more time in was Vienna. But at what point do you start to bond with the city you play in and the fans? Yeah, I mean, I try to right away. The fans are so engaging in Europe that it's pretty easy. I mean, they're always around, and they come to practice and they are waiting for you. If they see you on the street, they'll say hello. And especially in Villach, because it's a smaller city, you get noticed around town. So I always try to dive right into the city and try to submerge myself as much as I can and get out and do as much as I can around the city. Now, if you look back at the past year, obviously from an off the ice standpoint, tumultuous, on the ice with Villach, tumultuous, and just COVID outside, and a lot of fans have asked me to pass on the question as well. Why was it, you think, that Villach never really found consistency in its game? I mean, who knows? That's I wish I knew the answer to that. On paper, we were all excited and thought we had a really good chance to, make top 5 and make a run at this thing. And unfortunately, we had a really slow start, and it just didn't, whatever we were doing just didn't seem to be working. And then Rob came in and, we slowly started to turn it around and get going a little bit. But at that point, it was too late for
kind of a top 5 position. And we just tried to build our way up to get a few bonus points going in the pick round, which we did. But yeah, I really don't have an answer for that. It's just one of those things, you know. Yeah, it is what it is. We just fell short of expectations, and I really, if I would have known the answer, I would have fixed it. I would have tried to fix it during the season. Now, the interesting part was that some of the developments that haunted you, and haunting or haunted is probably not the correct word, but for the lack of a better one, I'm going to use it, started during the off season. Rob Daum would have been back, but didn't get the contract he was desiring. So in comes Dan Seaman. Did you, during summertime, notice those developments? Were you informed by the club that the coach everybody thought would be back does not come back? I had just been reading online, kind of trying to follow as much as I can. Before they hired Dan, Andy texted me and just said they were going to hire a new coach. And that was pretty much it. I don't have any say as far as, you know, who's coming or going or anything like that as far as the business, you know, aspect of it. But yeah, I got kept in the loop by Andy, and I mean, all I can do is support their decision, and I try to stay out of that stuff as much as I can. Now, a lot of people I do trust speak highly of both Dan Seaman and Rob, but one of the curious developments over the season was just, I mean, obviously he had an up and down start to the year, but right around the time where everybody thought, okay, Villach now has righted the ship and it's now set course for maybe a late playoff qualification, they fired Dan Seaman and brought in Rob Daum. What did you think of that timing of those decisions? Well, I was surprised, along with, I'm sure, most of the guys in the team, but you know, you understand just because our record, I know we had won, I think, 2 games in a row, but I think overall they just didn't really like the way we won those games, I think, and the way we were playing. So they felt a change needed to be made, which is unfortunate because, you know, Dan was a great guy and, you know, became a friend of mine. And it's always tough to see a coach go because you as a player feel responsible, you know, for not performing as well as you should. So yeah, it's always tough and surprising when a coach gets fired. And, you know, as a player, you, like you said, you always feel responsible. From a sportive side, we tackled the ups and downs. We played in uncertain times with the virus that hit the league in its entirety and caused a work stoppage of a couple of weeks. You made the playoffs on your last gasp. You were ousted by Klagenfurt. It's been one of the more memorable years in general, but in terms of craziness, where do the past 12 months rank in your career? By far the highest. I mean, from the start of the year where, you know, a few thousand or whatever it was, 1,500 fans were allowed, and, you know, kind of having a glimmer of hope that maybe it would be a normal season, and then that just coming to a halt right off the bat. And then even the uncertainty. I mean, I thought we weren't even going to play with no fans. I thought it was going to be pretty much pack your stuff up and head back home. You know, but you got to give the credit to the league. They did a great job of keeping it going. You know, to be honest, it stunk playing without fans. It's just, I mean, it's not even close to the same, especially in Villach where they're so loud and, you know, passionate. And it really does get you up for games. So, I mean, this has been a terrible year for me. So it's just, there's been stuff with my dad passed away and not being able to go home, even to, you know, console my mom or anything like that, just because of COVID, because I would have had to quarantine 2 weeks here and then quarantine when I get back. It's, you know, and then I sent my family home at that point so they could go and be around family. So I was without them for 4 months, and yeah, definitely the craziest year. And, you know, excuse my language, the shittiest year in general, just due to COVID and COVID related issues, and, you know, and the ramifications that had on me not being able to go home and be with my family in that
the passing of my father. First of all, my condolences and extended ones from the Fila community as well. That's something that reached me a lot as well, although a couple of months have now passed. Second of all, there's a little box that's ticked with the podcast that says explicit, so you don't have to you don't have to mind your language. And third of all, I wanted to tackle the sport side first, but obviously that the wear and tear in terms of your private life with the story of your father's passing puts a whole different perspective on this, and you not being able to go home. Was this the hardest time of? Don't want to sound too heavy, but was this the hardest time or the loneliest time of your life, trying to be with the loved ones and not being able to do so? Yeah, for sure. I mean, I never really even thought about the possibility of losing my dad. And when that happened, it breaks you. And the last thing on your mind is playing hockey and stuff like that. So all you want to do is just be with family. And, I considered just quitting right then and there and going home and, pretty much calling it an end of the story right there. I give credit to my wife, and, she said he wouldn't want you to quit, my mom too. And told me to, try to keep playing and, do your best to get through it. And, he'll be watching you and stuff like that. So, it was basically their decision that got me to stay. And, it was the right one, and he would have wanted that too. And, but yeah, when and then my family went home as well. That was tough, cause you really can't, again, with COVID, you really can't go and be around friends so much because of the rules. So, it was a lonely 4 months in my house, pretty much by myself. So yeah, it was tough. Now, as goes the passing of your father, has there been time and space for some kind of closure, or is that gonna happen, or does this have to happen next couple of months? I think it'll happen in the next couple of months. I mean, I still haven't even seen my mom. I've seen her from afar since I've been home, but with the quarantine rules, I'm not allowed to give her a hug or anything like that. So I got, I think, 4 days left, and I can finally, go see her. And I think once the weather, they waited to do his celebration of life until I get home. So again, we have to wait for the lockdown to end before we even do that. But I think that's when I'll finally, get some closure on that. Hopefully that's going to happen. Wish you, and obviously the hockey community in Austria wishes you and your family all the best in that regard. And as much as it pains me to move on from this sad topic to something back on the ice, I still want, if it's okay for you, to talk a little bit about the past year and a couple of its turning points. If we look back at one game in the middle of December that led you to Bolzano, where Patrick Björkstrand took a vicious hit from Mike Helmel, and he never returned. Did you at that point get the feel, fuck, this might be so serious that we don't see him again? To be honest, when it happened, no. I mean, it was a terrible hit, and I knew he was definitely injured. But you always think as a hockey player, that everyone's going to be okay and bounce back. And unfortunately for Bjorky, he had just issues that kept arising. When he would try to work out or skate, there'd be a week where it looked like he was kind of on his way back, and then he'd have a setback, which is unfortunate because I went through the same thing. My last year in the American League, I missed 3 months with a concussion, and I don't even think I played a game for the rest of the year as well. So, I had many talks with Bjorky because I was injured at the same time, and we'd be in the gym together, and it was really sad because, Patrick's such a great guy and a hard worker and a huge part of our team. But at the end of the day, it's your head and it's, the rest of your life. So I fully supported. And
every decision he made when, and backed him hard when he had setbacks, because there's always a lot of pressure to get back on the ice, from people around you and also internally. I mean, you want to get back and play, and it's not like a broken foot where you can see the damage and there's a set time limit. It's a concussion and you never really know. So, that was tough for sure. And it was sad to see him go. Now I'm asking about Patrick Björkstrand, not only because a lot of fans hope to eventually have him back, but also because a question regarding Mike Helmo and the work of the Department of Player Safety reached me. Just the other day, Mike Helmo, with a check led to another, or a check of his led to another injury from Ali Vukovic, whose season now is over. He's got a checkered past, obviously, and fans, or one fan specifically, wanted to know if you feel safe in terms of the Department of Player Safety. Do you think that the suspensions that they've put out have been the right ones as regards Mike Helmo, who now led to multiple seasons being ended? As far as in that case, I mean, I think he could have got more games, 100%. I mean, it's not his first, kind of major. So that's two people he's put out for the year, and it's one thing to play hard, but I mean, it's another thing to, what I think is, go looking to injure someone, or if you see someone in a vulnerable position, it's your responsibility to. I mean, you still got to play the body, but it's your responsibility to let up a bit. I mean, I just watched that hit yesterday, and I mean, it's tough to say because it happened so quick, but I thought he left his feet. And I mean, I thought he could have got more games. I'll leave it at that. I don't know. Can I still get fined from the league? I'm not sure for talking about that very, stuff. Very likely not. It would surprise me. I mean, they have a tough job too. I mean, very rarely are people going to celebrate suspensions they give out. Someone's always going to think it's, bullshit or whatever, whether it's the Bolzano fans or, the Vienna fans in this case. But he kind of hits home a little bit for us because, he put one of our best players out for the year, and, he made it look like an accident. I think he went down, like he got injured after, like he didn't see him. And I mean, I've played hockey long enough where, let's be honest, he wasn't hurt, and that was completely and totally on purpose. So yeah, whatever. It is what it is, but yeah. I want to tackle another topic that is interesting. I already mentioned a little earlier that you spent most time of your career with Vienna. You played there for 6 years. And then you got to Villach. How did that all come about? Well, yeah, it's 6 great years in Vienna. Got to win a championship there. And then, sometimes time just runs its course. And I don't think they had made an offer yet at that point, which was fine. It was still pretty early in the summer, but I'm a person that likes to kind of err on the side of caution. I don't really like waiting for offers deep into the summer. I want to know where I'm going to be and stuff like that. So, obviously my agent, which is his job, is to kind of call around and see if anyone's interested. And to be honest, Villach was the first team that made an offer. It was Lugi at the time. And I had a conversation with him, and I took it. I didn't really need to hear anything else. I had heard great things about Villach, so it was nothing. It was nothing personal or any fight with Vienna or anything like that. It was just I got an offer and I took it. That year, that first one in Villach, an up and down one as well, with Gerd Unterlogauer as head coach. One year that, after being in the postseason, every time you touched or you were on European soil, you had to watch
March and April hockey from home. How was that feeling, apart from the obvious answer that it probably sucked to watch playoff hockey and not be part of it? Yeah, that was a tough year too. I mean, we didn't have a strong team. Going from, like you said, 6 years in Vienna, being usually one of the top teams, if not the top team, and then totally going to the basement of the league was something that took a lot of getting used to. I shouldn't even say getting used to, because you never want to get used to that. But no, it was tough. A long year, and like you said, I never missed playoffs before, so that was something different. But I saw the changes that they were making in VLOC, and they offered me a contract extension in the middle of the year, and I felt comfortable going back, knowing that they were striving to get VLOC hockey back to where it used to be. So I wanted to be a part of that and wanted to help grow the organization kind of back to where it was. Now that growing process, and obviously Villach ran into some financial troubles as well, but that growing process is still ongoing. When we talked about Villach on our shows, we made out a lack of like local guys, of up and coming guys. Probably the import players that were brought in didn't all necessarily help to achieve the high goals that the organization has always got. Like now, from the outside looking in, if you were to give some advice to Villach, what needs to happen to constantly get him back to the players, especially considering the fact that the league next year is going to have 14 teams and the competition is much higher? That's tough to say. I mean, it's tough with the youth program. I mean, a lot of these places have those academies that that really helps grow the youth, and I think they're making strides in their youth program as well. They brought in FIPO and Paulie Ulrich to kind of help with skills and build that up. But I mean, at the end of the day, it's tough for a smaller budget team, because if you're a really good Austrian, you want to go where you're going to get the most money, and it's unfortunate, but that's kind of the way things go. And like I said, VLOC is, I think, making big strides as far as the financial aspect of it. They're getting sponsors and doing everything they can, but it's going to take a time period to grow that youth program and kind of see it come to fruition in the I was going to say Ebel team, but the Bet at Home team, the men's team. So, I mean, there's some good young players coming up. We saw with Urbanek. I hope he keeps going and ends up playing there, and Chernig, and they got some good young guys coming up that I'm excited to see how they develop. Now, backing up a little bit, that move across the pond, it happens obviously for a lot of North American players, but how did you decide that you wanted to continue your career, or that you wanted to try out playing in Europe? Pretty much. Well, my last year there, I had that concussion, and I mean, 25. I think I was 25 or 26, and after 5 years in the American League, you aren't much of a prospect anymore when you get that age, and kind of knew my shot at probably playing in the NHL was over. So then I started to look at Europe, and a couple of friends I had talked to that had played over there all had great things to say about it, and said it was a great way to extend your career and still make some money while playing. So kind of just came to a decision with my wife at the time that we'd give it a shot. Now, this led you to Olympia Ljubljana and an instant, not championship run, but an instant deep run into the players. I vividly remember that series, that semis against Linz, obviously. But at what point did you feel, okay, Jamie Fraser has now arrived in Europe, and that's the brand of hockey that you want to play? Pretty soon, pretty quick, to be honest. I mean, my 2 years prior in Houston, it was a lot of, I'd say the creativity aspect of it kind of got sucked out of my game. I was pegged as like a
fourth to sixth or even seventh a lot of the time defenseman. And it was my job to kind of block shots and play physical. And I think that's why I kind of struggled. I mean, anyone who's seen me play, I don't think I shy away from being physical, but I'm not a guy that goes and runs around and tries to hit. I just think I play worse when I try to do that. So, it was pretty refreshing to get to Ljubljana, and basically Hanu was our coach, and he was great for me. He just said, go play and be free, and especially with the big ice and stuff like that, I could skate pretty well at that time. It was awesome, to be honest with you. I fell in love with hockey again. Now, this big ice topic, it's something that we always wonder how that transition indeed works, and especially for defensemen. Did you, or how long did it take you to get accustomed to it, and did you eventually like it? Because that's what I would deduct from what you just said. I don't think it took me too long, to be honest. Like I said, I think if you can skate and move pretty good, it's a welcome addition to be able to play on that ice. So yeah, I was thrilled. You get a little bit of extra time, and it's something every time I come back and skate in the summer, even just with my buddies, my older skate we do every Wednesday. You don't realize how big of a difference it really is, because we're on the small ice here, and it's something I'll miss. Actually, I love the big ice. What I always wonder in terms of angles, in terms of time and space, is it a huge difference, or is it can it be a smooth transition? I think it can be a smooth transition. I notice it the most on the penalty kill or on the power play. It's when you're in front of the net and you have to rush to the corner to try to close time and space. You realize how much kind of further you have to go and how much more time the guy has to make a play. So it is a little, I guess, a small adjustment, but to be honest, I really don't think it's that big of an adjustment as long as you can skate and move pretty well. Now, that first year you get to the semis, that second year you get to the finals with Vienna and get swept in the finals. Your fourth year you get to the finals again and you're getting swept by Salzburg. At what point did you go like, Jesus, is this really happening? Yeah, that first year was tough. I mean, I think I looked up a stat after the playoffs, after we got swept, and through the however many 4 or 6 games we had played Klagenfurt during that year, I think they had a lead for like 15 minutes in 6 games. So that series was just nuts. Like, I mean, their goal, I think it was Svete. He came in for Kyoto, and we couldn't score on him. And that's something that can just happen in playoffs. I don't think they outplayed us by any means or anything like that, but he played out of his mind, and we got swept by a team that we had basically dominated the entire season. So that was really tough. The next one against Salzburg, I mean, that was a year when our coach got fired right, I think 2 games before playoffs started, and Jim Boney came in, and I think we lost the first 2 games in the first round against Färöer, and then came back and went on a run to the finals. I mean, that one, Salzburg was pretty stacked, so that wasn't as tough to take. We tried our best, but we came up short there. But they were the favorites by far, I think, in that one. But yeah, I did after that series just be like, I've been to 2 finals and have not won a game yet. Like, what? So going into the 3rd finals, I was nervous. I can tell you that much. But that revered 2016-2017 season that went down in Viennese sports history. At what point, and you've seen many teams and you've been to many organizations, but at what point did you think, or was there ever a point where you thought there's something special brewing here? Yeah, it was pretty early on, to be honest. I mean, we played a pretty simple system there.
But from day one at training camp, Serge was so hard on us as far as the little details. And, and we never really got a chance to relax. Like even after, say, we win 10 games in a row, if we had a bad period, he'd come in and give it to us, or he'd come in and pull me in and say, that's not good enough. And that helped us, in the long run. Cause I mean, we were like a well-oiled machine. We kicked the shit out of everyone that year. And I had taught, you have friends around the league and you talk to them and they're just like, what is going, like, can you guys chill for a bit? Like it was pretty special. I mean, that group was awesome. We were so tight too. A lot of us lived in the same building and, we always hung out together and, the room was great. And yeah, so I knew pretty early on that, barring any major injuries or unluckiness, that we were going to have a really good chance to win. Now, this season in 2016-17, it ended with 3 consecutive sweeps, a feat no one ever thought would be possible. Now on the 4-year anniversary of this championship, looking back on sweeping 3 straight playoff opponents, what comes to mind first? Happiness, to be honest with you. It's still awesome to look back at that. I just got a Facebook memory of the game 2 in Klagenfurt when we were down 4-2 or something with 2 minutes left, and 4-2, I think 5-2, whatever it was. And we came back, we scored 2 goals in the last 2 minutes and then won in overtime. I mean, that was such a crazy game, and to be able to sweep the playoffs was pretty awesome. And I mean, a lot of the games were super close. We went to overtime, 3 overtimes, one game in Innsbruck, 2 overtimes in Bolzano, and then that 1 overtime in Klagenfurt. So, I mean, if we lose any of those games, I think it was always game 2 as well. So if we lose any of those game 2s, it's could be a totally different playoffs. But yeah, I mean, that's something that I'll never forget. I mean, being able to sweep the whole playoffs was awesome too. Cause by the end of game 4, I was so gassed just from mentally and more mentally, like I couldn't sleep during that whole finals. I think just from the previous 2 finals getting swept, I was so nervous about blowing this series that I didn't get any rest. Now, you do get that coveted championship. You were nervous because you couldn't sleep. How do you finally come down after all of this? At what point are you really able to sleep well again? Not that night because we didn't get much sleep. But honestly, I think there was a face-off with 1.5 seconds left in our end, and I still didn't relax. I think we were up by 1 goal, and I just said, "Oh God!" Like Holtzapfel was taking the face off. I'll never forget it. And I just said, "Please, please win this back." And he snapped it back to the corner, and I honestly felt like the weight of the world was lifted off my shoulders, and just went out and celebrated with the guys. If we talk about that championship team and that championship run, obviously it's a long and it's a grueling season. But would you, if you look back on that team, was this, because I remember those playoffs and Vienna, each and every time there was a setback, like a goal against or you got scored on twice, you always had an answer. Like when you were scored on, you immediately scored back. When someone took the lead, you turn around the game. Was that, or what was the secret to that success? Is that just something that happens, or would you attribute it to the team and the players? I'd attribute it to everyone involved. Like I said, the standards were set from day 1 in training camp. I think our first practice was, like I said, it was so hard and so much skating and just a high tempo that, and that was kind of the standard that Serge set for the entire year. And we did that the entire year. The practices weren't long, but they were tough. Like it was, you came off from practice and you were exhausted. And, so yeah, I think just having that standard and the attention to details from day 1 and never letting them slip basically, throughout the whole year. He was on us the entire year, and we never let our game slip. So I think that's really, it carried out through the whole season. And by the time playoffs came,
it was like second nature. We literally just, I don't think anyone could have stopped us that year. We were just rolling. Now, we were talking about your crazy games in the league, and when we talked about that, the one game that got you to the playoffs this year, you said it ranks or it's number 2 in terms of craziness. If I were a betting man, I'd have either said game 2 of the finals in your perfect postseason, or game 4 where you finally won the championship. But which one's the craziest game that you played on European soil? The game 2 in the finals for sure. I remember Klagenfurt came out. We had a kind of a game plan for them in game 1 where we would normally forecheck super hard and be all over them. Well, we decided in game 1 to kind of sit back a little bit, and Klagenfurt didn't know what to do. So we tried the same thing in game 2, and then they switched their tactics and got out to a big lead on us. So then, Serge made the adjustments, I think after the first or second. And like you said, it was 4-1 going into the third, and McKiernan scored with maybe 12 minutes left, 10 minutes, I don't know. But then, you're down by 2 goals with 2 minutes left, and you're not really, you obviously are thinking you want to win, but you realize that the chances aren't very good. So, to get those 2 goals, like I said, I remember I just got this memory on Facebook. So I remember after we scored the tying goal, Holtzappel's face after Tessier scored, it zooms in on him and he's just like, oh my God, like I can't believe we just tied this up. So that was crazy. And then to come back and win in overtime, to be honest, I knew right there that pretty much I think would have crushed them. So I knew we were going to win that series after that game. Now, Jerry Polostroni putting in that puck, coincidentally enough, being your teammate in Villa for the past 3 years. How often did you try to reminiscence and remember that one game? It's come up a few times just because it was funny, because when we were celebrating, we're in Klagenfurt, and those fans are just as nuts and passionate as the Vlock fans. They were dumping beer on us and stuff like that. And so, that's the stuff that makes fans great. It was hilarious. I was having a great time. Even though I was getting beer dumped on me, I thought it was awesome. And, we looked back at that every once in a while and would just laugh about how we actually came back, and then, kind of what the fans were doing to us after. Now, hate is too strong a word, but I got a question reached me that I want to pass on to you, where a fan wanted to know who you hated going up against. Who was the worst player to defend in Europe? The worst player. I have to think. There's been some challenging. Lebler's he's a tough guy to defend. He's such a big guy, and Raffle too. Those are 2 guys that come to mind. Just as if you get stuck in a quarter with them when they're protecting the puck, it's almost better to just not even try to get. It's almost better to just contain them as opposed to waste. I remember one thing that comes to mind is battling with Raffle in the corner and just doing everything I could to cross-checking and anything I could to just get the puck off him. And then after 35 seconds of doing that and him still having the puck, and he just uses his body so well, I'm exhausted. I'm thinking, I'll just keep him in the corner. And so I kind of learned little tricks to defend against those guys. But yeah, those are 2 guys that come to mind, me being not a huge guy, going up against just guys that are massive and are skilled as well and do such a good job of protecting the puck. Now, if you look at your career in Europe as a whole, you spent a decade in the league. How has the league evolved over those 10 years? What stands out for you? Has it developed? I think it's developed. I think better players. You're not having guys throw up 90 points anymore. I think, or 50 goals in 49 games or whatever. I remember Frankie Fortier had a big year. So I think there's obviously an increase in talent and competitiveness like that. And I don't think there's, any of the bottom teams anymore
as bad as it used to be a few years ago. The last few years, it seems to, be a little bit over a point a game's pretty good year. And I think you'd be at the top of the scorers race. So that means, the total level of competitiveness is kind of more on an equal playing level. And and I said before, I don't think there's the bottom teams as much anymore. I mean, obviously you're still going to have the teams in last place and second last, but I think they're more competitive than they maybe were 5, 6, 7 years ago. When you announced your retirement, you also said that this is it in terms of hockey, and that you were becoming a firefighter. Is it really done in terms of hockey career? Could you envision being a coach of some capacity at some point? If my son gets into it, maybe I would coach him if he wanted to. But no, right now there's so much video nowadays for coaches to watch. I can't see myself being stuck in an office watching hockey for 4 to 5 hours a day. So I'll take a little break and then maybe reassess a few years down the road or whatever. Who knows? Maybe I'll miss it so much, after a few months that maybe I'll be itching to get back into it. But as of right now, no, I'm happy to step away. Still, and you touch a lot of fans' hearts and a lot of careers. If an aspiring junior player or an aspiring pro player is listening to this and always marveled at how you play the game and excelled, what single piece of advice would you say would be helpful to someone who wants to make this game into a career? I think most importantly is have fun. I mean, I truly loved playing hockey. Like, I loved going to the rink and practicing and playing games. And I think that's the number one thing you have to have, because if you don't truly enjoy it, I mean, it's like a job and you're never really going to succeed at it, I don't think. And then secondly would just be work hard. And that's something I didn't really learn till later in my career. I didn't always take care of myself that great. My first few years pro, and it's something that as I got older, I realized that I had to do, and that I've really, really concentrated on the past, probably 4 years. That I've really gotten into kind of taking care of myself as far as what I eat and working out and staying in shape and stuff like that. So, but yeah, these young kids nowadays are so skilled, and they're great with all the stuff they can do with the puck. Paul comes out and tries to do skills with our team, and I can't do half the stuff he shows us. I think I said, man, I can't learn how to, it's probably frustrating for him, but I said, I can't learn how to turn differently. I'm 35 years old. I've been turning the same way for 35 years. Like, you can't teach an old guy kind of new tricks on the end of his career. So I appreciate Paul for sticking with me, but I would say for sure, just, you really got to enjoy it. That's my main piece of advice. I want to talk legacy at the end of this talk a little bit. If we look at your European and in this case Ebel and Bet at Home Ice Hockey League career, we're talking about 581 games and 374 points, which doesn't sound, or which to a lot of people wouldn't really ring a bell unless I told them that this is the most points by any defenseman since you joined the league in those basically 10 years. What does it say about you that you led all defensemen in points when you were in the league? Right time, right place, or secret to your success? I'm probably the only guy that played all that for that amount of time. That's probably why I'm leading the D in points, to be honest with you. I guess longevity more than anything. But no, I didn't know that. But I'd say, to be honest, I'd say probably most of it is just how long I played and how many games I played. My points, I don't think were staggering or anything. My highest point totals were my last years in VLOC. But yeah, I mean,
it's nice to contribute offensively, and it's really fun scoring goals. So anytime I had a chance to do that, I'd try my best. One thing that's on your resume, and you shared that distinction with, I think, a little more than 400 players in the history of the game. You got exactly one NHL game played. Yeah. Is that something that you look back on with pride, or do you think, well, fuck, it could have been more? Well, I always think it could have been more. That goes back to, taking care of myself when I was younger and kind of the things I didn't do. But no, I look back on it with pride. It might be one game, but that's one game more than a lot of people had the chance to do. So, I had a chance to put on an NHL jersey, and it was a night I'll never forget. And it's something I definitely am proud of, but I don't go around telling people or anything like that. But it's a great memory to have. To conclude this, we were talking about your decision to retire. Obviously, there's going to be more time for your family, but also there's going to be a daily work life, and you chose to become a firefighter. Why? Well, my dad was a fireman for probably 35 years. The hours are great, and it's just a cool job, to be honest. I always thought of, and watching my dad, going to the fire hall growing up and going to see him there was just something that's kind of always sat in the back of my head as something I'd maybe like to do if as soon as I'm done hockey. So right now I'm in school, and then in June I got to go away for 4 weeks to do the training, and then I'm able to apply if I pass everything. So hopefully I can get a job here in the next year or so. We'll follow everything that you do. Thank you so much for taking such extensive time doing this interview. Hats off for a great career, and glad that you took more than an hour answering my stupid questions. Oh no, they were great. Thanks so much for having me. I really appreciate it. Der Leitspruch von Hockey O'Clock ist simpel. Von einem Hockey-Fan für Hockey-Fans. Darum, habt ihr Fragen, Anregungen oder Wünsche für Hockey O'Clock mit Martin Pfanner? Jederzeit her damit. hockeyo'clock101@gmail.com ist eure Anlaufstelle für all diese Dinge und noch viel mehr. hockeyo'clock101@gmail.com. Und sollte euch der Podcast gefallen, dann freue ich mich über eine positive Bewertung. Überall dort, wo ihr Hockey O'Clock hört. Hockey O'Clock mit Martin Pfanner in Teil 3, wie immer mit dem PULS 24 Expertenteam. Dieses Mal, wie könnte es auch anders sein, im Auto mit Daniel Welser. Es hat 2 Monate gedauert, Daniel, dich wieder zu Hockey O'Clock zu bekommen, und scheinbar schaffen wir es nur im Auto auf der Rückfahrt von Produktionen. Freut mich aber umso mehr, dass du da einmal mehr die Zeit für Hockey O'Clock nimmst. Ja, danke dir, Martin, für die Einladung und dass wir ein bisschen quatschen, weil ist schon lange her, so wie du sagst. 2 Monate waren genug. Die Fanpost, sie wollte nicht abreißen, wann kommt denn endlich wieder Daniel Welser, und das ist auch völlig richtig, denn deine Analysen gehört. Daniel, wir sind auf der Rückfahrt vom ersten Finalspiel zwischen dem KAC und dem HCB Südtirol. Eine Partie, die wir schon versucht haben, ein wenig sickern zu lassen. Aber am Ende steht jetzt erst einmal diese 6-0-Packung, die Klagenfurt dem Botsmann verabreicht hat. Was wird für dich, und das ist jetzt eine Stunde nach Spielende circa, von diesem ersten Finalspiel überbleiben? Ja, für mich so überraschend, dass der KAC so stabil aufgetreten ist über das ganze Spiel. Es war nur eine kurze Phase nach dem 2-0, wo sie den HCB Südtirol ein bisschen ins Spiel kommen haben lassen, und da hat man schon gesehen, dass sie da schon ihre Chancen vorfinden, aber trotzdem über das Spiel gesehen war der KAC einfach stabil, und was mir einfach so gefallen hat bei dem Spiel waren 2 Dinge. Die Verteidigung an sich, wie trocken sie runtergespielt haben, und zweitens die nominell 4. Linie mit Obersteiner und die 2 Geierbrüder, die viel kreiert haben, aber auch so viel Energie aufs Eis gebracht haben.
Und das hat natürlich dem Spiel der Rotjacken geholfen und haben dem HCB Südtirol wenig gelassen. Wie erklärt sich diese Stabilität im Spiel des KAC? Wie viel ist da wirklich System und wie viel ist da individuelle Klasse? Das ist schon, Mate Kainen hat da jetzt über fast 3 Jahren dran gearbeitet und man sieht, jeder Spieler weiß, auf was es ankommt, defensiv. Sie markieren ihre Gegenspieler sehr, sehr früh und dieses Mann-Mann-System, was sie oft einmal spielen, ist wirklich schwierig zum Verteidigen, weil du musst Acht geben, du musst wirklich fokussiert sein über das ganze Spiel und du darfst keinen Aussetzer oder Unkonzentriertheit zulassen, weil sonst findet man ein Breakaway gegen sich und aber die haben das schon auch gegen die Salzburger im Halbfinale sehr, sehr gut gespielt und im Viertelfinale gegen VSV, da haben sie noch viele Chancen noch zugelassen und aber übers Jahr gesehen auch gute defensive Arbeit, aber es ist auch ein Resultat, dass die junge Spieler sind sie ja nicht wirklich, aber diese unerfahrenen Spieler spielen haben müssen und so ihre Erfahrungen gesammelt haben und das sieht man jetzt oft einmal in die Situationen. Sie schießen nicht die Scheibe weg, sie haben gute Lösungen, finden gute Lösungen und stehen ihren Mann. Jetzt reden wir über diese Stabilität, jetzt reden wir über diese exzellente Mann-gegen-Mann-Verteidigung. Wie könnte eine Blaupause aussehen, der Bozner, wie man diese stabile Verteidigung bricht, wie man gegen dieses Mann-gegen-Mann-System vorgehen kann? Ja, sie müssen viel mehr rotieren, aber der KC hat jetzt in diesem Spiel ja nicht viel zugelassen. Aber jetzt ist die Frage, kann der KC über die nächsten Spiele auch so defensiv agieren, so enger Mann zu sein? Wie kräfteraubend ist das? Ja, weil du immer an der Tor sein musst. Du musst immer schon vordenken, was passiert und trotzdem den Mann nicht aus den Augen verlieren. Und das hat man kurz im zweiten Spiel gegen Salzburg gesehen, wo sie die Salzburger zu viele Chancen geholfen haben, weil sie zu aggressiv waren, oft einmal den Mann verloren haben. Aber da war das Glück auf ihrer Seite, dass sie so kurz vor Schluss ausgeglichen haben, dann in der Overtime gewonnen haben. Sonst die restlichen Spiele, auch heute, trocken runtergespielt. 2 Sachen, auf die ich noch in dieser Serie eingehen möchte, bevor wir dann zu ein paar allgemeineren Themen auch in der Bettedom Eishockey League und dem Finale an sich kommen. Du hast während der Sendung als Co-Kommentator gemeint, du glaubst nicht, dass eine Rückkehr von Dustin Gaisley per se einen großen Unterschied machen könnte, wenn der HCB weiterhin so auftritt. Was muss denn am Dienstag den Unterschied machen? Ne, der HCB hat ja wirklich probiert, aber sie konnten nicht mehr bringen, weil der KC so gut gestanden ist, so enger Mann gewesen ist. Und das habe ich auch angesprochen, ein Gäsli hätte jetzt auch nicht so den Unterschied heute gemacht. Aber es ist die Frage, lasst der KC zu, dass die Bozner ins Spiel kommen, die Counterattacks vorfinden, ihre Spielfreude mehr zum Tor bringen können, dann wird es auch schwer für den KC, weil auch ein Sebastian Dahn ist nicht unüberwindbar, aber er hat jetzt ein leichtes Spiel gehabt, weil seine Vorderleute wirklich alles weggeräumt haben und wenn nicht, dann war er zur Stelle und nicht umsonst hat er jetzt wieder die 0 hinten stehen und der nächste Sieg ist eingefahren. Eine weitere spannende Aussage, die du getätigt hast, war, dass Bozen in diesem ersten Spiel den Druck hatte und der KAC keinen. Und jetzt ist das schon auch wieder was für Medienvertreterinnen und Medienvertreter, dass man natürlich versucht zu identifizieren, wer hat hier welchen Druck. Aber wie hoch ist der Druck in Spiel 2 und der Podcast erscheint an Finaltag 2 jetzt schon wirklich beim HCB? Nicht wirklich, weil jetzt der Druck auf der KAC-Seite, weil wenn der KAC jetzt wieder umfällt, ist wieder die Serie ausgeglichen. Das heißt, auch wenn der KAC gewinnt in Klagenfurt, haben sie dieses erste Spiel behauptet. Dann geht es zurück nach Bozen und dann ist Bozen wirklich
am Zug oder dann haben sie wirklich den Druck, weil ein 0-3 aufzuholen ist wirklich schwer, aber es kann dann mit einem Sieg in eine andere Richtung gehen. Das heißt, jetzt der Druck ist jetzt auf Klagenfurter Seite, dieses Spiel einfach zu bestätigen, diese Leistung, die sie abgerufen haben, dieses Backlack, das sie erzwungen haben, ob sie das wieder in den nächsten Sieg umwandeln können. Also so gesehen ist jetzt die Druckverteilung eher auf KAC-Seite und nicht auf Bozen. Ich finde das sehr, sehr spannend, wie du das auch ausführst. Du hast in deiner Karriere 43 Finalpartien absolviert, am drittmeisten aller Spieler in der heimischen ersten Spielklasse. Wie bist du vor allem in Finalserien mit Druck umgegangen? Gab es da ein Patentrezept oder hast du einfach versucht, es so gut es geht auszublenden? Druck hat man eigentlich in jedem Playoff-Spiel, weil du möchtest immer eine beste Leistung bringen. Aber ein 0-2 in einer Finalserie, ja, dann ist der Druck da. Da muss man wirklich was zeigen und endlich anschreiben. Und das war auch gegen Linz einmal der Fall, wo wir mit 2-0 hinten waren. Finale 0-9-10. Ja. Und das hat uns so gewurmt innerlich. Wir Spieler waren so angefressen, dass wir die richtige Antwort gegeben haben mit Spiel 3. Und mit diesem Spiel 3, was wir gewonnen haben, war das ein Selbstläufer. Wir haben praktisch die Linzer geknackt, auch mental. Aber wir haben auch das Selbstvertrauen gehabt, dass wir auch 4 Spiele hintereinander gewinnen können. Und der HCB Südtirol hat dieses Selbstvertrauen. Sie haben über das Jahr wirklich gute Leistungen gebracht. Und auch das erste Spiel in der Viertelfinalserie gegen Bratislava haben sie ja verloren, obwohl sie die bessere Mannschaft waren. Aber dann haben sie 4 Siege eingefahren und haben gezeigt, dass sie zu Recht an erster Stelle waren im Grunddurchgang. Aber es ist natürlich keine einfache Aufgabe, weil der KAC wirklich stark ist oder der stärkste Gegner ist, auf den sie treffen haben können. Jetzt hast du diesen Wendepunkt, dieses Angefressensein in der Finalserie 09-10 angesprochen. Was ist genau zwischen Spiel 2 und der zweiten Niederlage und dann Spiel 3 und dem ersten Sieg damals von Red Bull Salzburg passiert? Weil nur angefressen sein reicht ja nicht. Wie hat sich die Mannschaft oder was ist da in der Mannschaft vorgegangen? Wie hast du das miterlebt? Ja, wir haben einfach die Leistung nicht gebracht in 2 Spielen, von denen wir gezerrt haben das ganze Jahr. Wir haben einfach nicht gut gespielt. Und dann war noch eine Szene, wo nach dem Linzer Sieg auf Linzer Eis der Besen, der Bobby Lukas geht raus. Er hat behauptet, dass es ein anderes Ritual ist. Hat er praktisch das Eis gekehrt. Das hat der Pierre Bachet so übernommen und hat uns da so drauf eingeschworen, dass es eine Frechheit ist, dass er uns raussweepen will praktisch aus der Finalserie und die Linzer marschieren dann durch. Das hat uns innerlich auch gewurmt und der hat das wirklich auf die Metallschiene auch gebracht. Und da muss ich sagen, Pierre Bachet, da war er schon ein Fuchs, der hat immer seine Metaphern gehabt, sei es Bullriding oder jetzt Bobby Lukas, also er hat immer seine Geschichten auf Lager gehabt. Also das war schon interessant und das hat uns zusätzlich einen Push gegeben. Aber wir haben dann viel besser gespielt und dann war auch das Selbstvertrauen wieder da und dann ist es alles leichter von Hand gegangen. Und das mit dem Bullriding musst du erklären. Die Geschichte, wenn es eine dazu gibt, kannte ich noch nicht oder kenne ich noch nicht. Naja, das war ich weiß jetzt auch nicht ganz genau, also ist schon so lange her, aber da ist es ein Bulle, hat da jeden Cowboy praktisch, oder weiß nicht wie die heißen, die Bullriders praktisch abgeworfen und diese Rodeos. Ja, quasi. ein spezieller Bulle war das. Und da hat es einen Mann gegeben, ich weiß jetzt nicht den Namen, der hat diese Challenge aufgenommen mit diesem Bull und hat ihm praktisch 4-3 Siege praktisch gemacht und hat ihn praktisch bezwungen.
Ja, und diese Geschichte hat er uns beigebracht. Er hat Zetteln ausgedruckt, uns die Geschichte auf den Platz gelegt. Jeder hat sich das durchgelesen. Wir haben sie natürlich belächelt, aber hat schon im Unterbewusstsein irgendwas gewirkt und man hat da vielleicht so wie ich sage, im Unterbewusstsein daran gedacht. Also auch wenn das nicht der Fall war jetzt in dem Moment, wo wir es gelesen haben, haben wir es nur belächelt. Aber, das war schon eine super Geschichte. Aber ich könnte es dann nachschauen, also wie der Bulle heißt oder vielleicht kontaktiere den Pierre Bachet und frage noch einmal aus. Das werden wir dann nachliefern, wenn wir in 2 Monaten wieder im Auto sitzen und einen Podcast aufzeichnen, oder? Ja, ich werde mal schauen, ob ich es noch finde. Aber es würde mich auch selber interessieren. Es sind einerseits die mentalen Tricks, die in einer Finalserie auch den Unterschied machen können. Und zwar dein langjähriger Teamkollege Matthias Tratnik vor ein paar Wochen bei Hockey Clock zu Gast und hat auch dort gesagt, er hat sich immer ganz spezifisch auf die Playoffs vorbereitet und das hat schon Wochen, Monate vorher begonnen. War das bei dir ähnlich und bereitet man sich dann auf eine Finalserie nochmal spezifischer vor oder ist das in der gesamten Playoff-Vorbereitung mit drinnen? Es hat bei uns, diese Vorbereitung hat im Jänner eigentlich begonnen. Da hat es immer so ein paar Spieler gegeben, wo wir gesagt haben, okay, im Jänner haben wir jetzt 7 bis 8 Wochen Zeit, bis die Playoffs beginnen. Und da wird noch einmal mehr trainiert, spezifischer trainiert, um die bestmögliche Performance abrufen zu können, um im möglichen Spiel 7, das war ja im Finale, Spiel 7, die beste Leistung abzurufen. Auch wenn es im Viertelfinale aus gewesen wäre, unser Fokus war auf Spiel 7 im Finale. Wenn es da weniger gewesen wäre, auch egal. Aber was ist, wenn das Spiel 7 stattfindet, dann müssen wir on point sein und darauf haben wir hintrainiert. Und da war auch der Matthias immer so der tonangebende Mann und wir haben da mitgezogen und natürlich war nur eine kleine Gruppe, hat das gemacht. Du kannst nicht jeden Spieler zwingen, aber es war schon gut so. Wir waren aber im Vorteil, wir haben uns nicht auf eine Qualification Round oder Big Round vorbereiten müssen. Wir waren immer vorne dabei von der Platzierung. Das hat ein bisschen Druck auch weggemacht. Weil wenn du wirklich unten um die Playoffs fightest, um die Playoffs-Plätze fightest, dann musst du die Performance schon frühzeitig abrufen und dann hat man nicht so viel Zeit für die Playoffs-Vorbereitung. Weil du es angesprochen hast, dieses sich einstellen auf einen langen Run, auch auf Finale 7, das impliziert ja, dass man davon ausgeht, dass man recht regelmäßig spielt. Wie bist du dann aber mit so Pausen umgegangen? Klagenfurt beispielsweise nach 5 Spielen hatte auf einmal 2 volle Runden in Anführungszeichen Zeit zuzusehen und ist 6 Tage lang auch wiederum in Anführungszeichen gestanden. War das gut, während der Playoffs auch mal eine Pause zu kriegen oder wärst du gerne lieber im Rhythmus geblieben? Nein, sie haben das Optimale eigentlich nach Spiel 5 war es vorbei. Dann hast du hast ja immer deine Blessuren. Du kriegst ja jedes Spiel eigentlich mit, musst Eis auflegen und so weiter. Und je älter du wirst, desto schmerzt der Körper. Und da ist man schon froh, wenn man 2 Tage Ruhe hat. Man darf nur nicht den Fehler machen, zu viel Ruhe dem Körper zu geben, weil dann geht es in eine andere Richtung, dann kommt man ja mal in Fahrt. Das heißt, die 2 Tage sind gut, wieder mal runterzukommen, aber nicht komplett, sondern dann musst du wieder der Fokus auf die Spiele, die bevorstehen, die zu fokussieren. Und da ist das Trainerteam gefragt, nicht zu viel zu fordern von den Spielern, aber auch nicht zu wenig, damit man nicht quasi einrostet, um da diese Competition zu haben, diesen Battle, Ehrgeiz und diese Energie. Ich möchte mit dir noch ein klein wenig über ein paar andere Themen sprechen. Es ist diese Woche, wir zeichnen das Gespräch am Sonntag auf, online wird es dann am Dienstag gehen, die Saison von 2 weiteren österreichischen Mannschaften zu Ende gegangen, die von Red Bull Salzburg am vergangenen Montag, die der Spuse Wiener Capitals am Mittwoch. 2
Teams, die wahrscheinlich mit gemischten Gefühlen auf ihre Saison zurückblicken werden. Die Salzburger tendenziell weniger zufrieden als die Wiener, die sehr positive Bilanz gezogen haben. Ich möchte mit dir erst über Red Bull Salzburg sprechen. Was glaubst du, geht in diesem Club jetzt vor? Immerhin ist es die längste titellose Durststrecke, seit es die Salzburger so als Red Bull Salzburg gibt. Ja, diese Saison, die wurmt sie. Weil letztes Jahr, wo die Saison abgebrochen worden ist, haben sie gut performt und waren vorne dabei. Und dieses Jahr war irgendwie der Wurm drin. Covid war natürlich tonangebend, es wurde viel getestet, es waren Verletzungen auch da. Dann hat man auf längerfristige Verletzungen reagiert, hat den einen oder anderen Importspieler geholt. Das bringt immer wieder ein bisschen Unruhe rein. Ich glaube aber nicht so, die haben sehr viel nachgerüstet. Und ich kann mich nicht erinnern, dass wir so viele Neuverpflichtungen unter der Saison hatten. Obwohl unter Pierre Paget schon auch immer wieder ganz gerne nachverpflichtet worden ist. Ja, aber nicht, ich weiß nicht, ob wir so viel Nachverpflichtungen hatten. Natürlich wollte man in die Saison gehen mit, ich glaube, die Vorgabe war 6 bis 7 Imports und vielleicht unterm Jahr noch einen Import nachholen. Dann hat man auf die Verletzungen von Xandi Rauchenwald reagiert, dann Johnny ist ausgefallen länger. Also immer wieder, dann Lukas Herzog gleich am Anfang, da wollte man einen Backup holen, der auch Spiele absolvieren kann, falls JP Lamoureux ausfällt. Also da war irgendwie der Wurm drinnen und zum Schluss in den Playoffs haben einfach diese Führungsspieler einfach nicht performt und das war ein großes Manko heuer. Diese Führungsspieler sind auch von Thomas Raffl in die Verantwortung genommen worden beim letzten Interview, das er uns im Rahmen des Hockey-Match-Days auf PULS 24 gegeben hat. Jetzt hat Salzburg einen ersten ganz kleinen Grundkader für die kommende Saison schon bekannt gegeben. Es ist auch bekannt, dass Taylor Johnny seine Karriere beendet hat. Wie groß, glaubst du, wird der Umbruch sein bei Red Bull Salzburg? Wie groß muss der Umbruch sein? Oh, das kann ich nicht beantworten. Ich weiß nicht, dass sie jetzt da für ein Konzept jetzt entwerfen, diese Philosophie, in welche Richtung sie gehen wollen. Ob der Salzburg wirklich Akademiespieler reinbringen wollen, egal ob deutsche Spieler oder österreichische Spieler, ob sie diesen Weg gehen wollen mit guten Imports, wäre zu wünschen. Weniger Imports, aber dafür Akademiespieler, um in wenigen Jahren dann wirklich top zu sein, weil es fehlt am Grundgerüst. Es sind zu wenige Spieler in einem guten Alter, die dann eine Führung übernehmen kann. Also Baltram ist heuer wirklich, hat den nächsten Schritt gemacht, hat gut performt. Xander Rauchwald war jetzt verletzt, aber auch es sind 2 Spieler. Das ist noch sehr, sehr wenig. Kommen wir zu den Spose Wiener Capitals, einmal die A1 runter von Salzburg in Richtung Wien. Dort hat man sehr positiv auf auch den Einbau vieler Eigengewächse reagiert und bilanziert. Wenn du jetzt die Saison der Caps hernimmst, wie blickst du auf das Jahr der Wiener? Stark. Also habe ich so überhaupt nicht erwartet, aber das zeigte wieder, lasst die Jungs spielen und mit jedem Spiel sammeln sie Erfahrung und werden auch stärker. Ein Pfiff, ein Hakel. Keiner hat erwartet, dass sie so performen. Ein Nisner, was der für einen Schritt gemacht hat. Ali Vukovic war ja vorher schon top, aber jetzt noch mehr. Also die haben die Mannschaft richtig geführt. Sie haben 2 gute Ausländer gehabt mit Kemper und Loney, die von Scorerwerten auch vorne dabei waren. Und nur Kemper hat sich dann verletzt und wenn der noch fit gewesen wäre, also wäre es wirklich eine super Truppe gewesen und hätte vielleicht noch ins Finale kommen können. Was fehlt den Wienern genau zu diesem Finaleinzug? Ist es einfach nur gesund bleiben oder ortest du vielleicht noch andere Verbesserungspotenziale? Das Gesundbleiben liegt selten
in der eigenen Hand? Ja, das kann man nicht sagen, gesund bleiben. Ja, sie haben halt natürlich Verletzungen gehabt. Sie haben den Alukowitz Vorspiel 6 verloren, der ihnen sehr geschmerzt hat. Und was ihnen fehlt, das werden sie sicher analysieren. Aber die Performance, die jungen Wiener abgerufen haben, das spricht schon, oder da ist viel Positives dabei. Und jetzt gilt es für die Jungs, das zu behaupten, nächstes Jahr noch einen Schritt zuzulegen. Und dann braucht es nicht viel Veränderung. Wir sehen in 2-3 Jahren, wenn die regelmäßig spielen, ist es wirklich eine Top-Truppe. Bin sehr gespannt, ob das dann auch so kommen wird, aber aus deinem Munde werde ich das natürlich für bare Münze nehmen und auch dann so glauben. Wenn wir bei den Vienna Capitals sind, da gab es heute die Meldung, durchaus überraschend, dass Mario Fischer seine Karriere beenden wird. Die letzten 2 Jahre das C des Kapitäns auch auf der Brust getragen. Wie hast du auf diese Meldung reagiert, als du das gehört hast? Ja, auch sehr, sehr überraschend für mich, weil er wirklich über die letzten Jahre die Führungsperson schlechthin war, das Wiener Eishockey praktisch angeführt hat. Und das gilt, seine Entscheidung gilt zu respektieren, weil er ist, glaube ich, 31, also in einem guten Alter, sehr guten Alter für einen Eishockeyspieler. Aber er hat sich entschieden für die Familie, für einen nächsten Karriereschritt, was danach ist. Und jetzt hat er vielleicht mehr Zeit, auch wieder fischen zu gehen, diesen Druck immer zu performen, fehlt dann weg, und der wird sich sicher schon Gedanken gemacht haben, was macht er danach. Also er wird nicht in ein Loch fallen, weil oft einmal ist er, wenn man verletzt aufhören muss, ja, was mache ich danach? Also der wird sich schon Gedanken gemacht haben, was mache ich nach meiner Karriere, oder ja, vielleicht bleibt er beim Eishockey treu und findet da seine Arbeit. Ich weiß nicht, was er sich schon vorgenommen hat, aber ich finde Hut ab vor der Entscheidung, die er getroffen hat. Weil, wie gesagt, er hätte noch ein paar Jahre vor sich gehabt, um sein Eishockey auszuleben, das ihn geprägt hat über die Jahre, und diese Führung, die er gehabt hat. Ja, ist irgendwie schade, dass so eine Persönlichkeit da eigentlich aufhört. Du hast auch einige Jahre mit ihm in Salzburg zusammengespielt. Wie hast du diese Jahre mit ihm erlebt, auch die Entwicklungen, die er genommen hat? Ja, da ist er eigentlich von Stürmer zum Verteidiger umfunktioniert worden, wie so viele. Nicht der Einzige, Nicht wollte der gerade sagen. Ein unguter Spieler, auch als Gegenspieler, weil der hat einen Stand am Eis gehabt. Das hat er, glaube ich, aus Finnland-Zeiten auch gehabt, weil er war in Finnland im Jugendalter, und das war wie ein Brocken. Also der hat einen Stand gehabt beim Zweikampf, war ungut zum Spielen, und er hat sich persönlich richtig toll entwickelt und hat die Mannschaft immer vorangetrieben. Er war aber nie der Lauteste oder war nie laut, und aber die Leistung, die er am Eis gezeigt hat, war einfach top. Wenn wir jetzt eben akzeptieren müssen, dass der 31-jährige Kapitän der Wiener sich in die Eishockey-Pension verabschiedet, dann fehlt natürlich auf einmal der Träger des Cs, und es droht in Anführungszeichen ein Machtvakuum. Jetzt gibt es ja auch viele Fans und Experten, Expertinnen, die sagen, dieses Machtvakuum, das es mit dem Rücktritt von Matthias Tratnik in Salzburg gegeben hat, das ist nie wirklich gefüllt worden. Was gilt es, und ohne dass wir den Wienern jetzt Handlungsanweisungen geben oder sagen, was sie zu machen haben, aber was gilt es trotzdem aus deiner Sicht zu beachten, wenn eine so angesehene Führungsfigur wie auch Mario Fischer seine Karriere beendet? Ist es dazu einfach zu erwarten, dass es den Step-Up gibt, oder muss man tatsächlich vielleicht auch gezielter in der Offseason nach Führungsspielern fahnden? Muss man schon, man muss ihn schon ersetzen praktisch. Ale Vukovic liebäugelt auch mit dem Ausland, das heißt, sie könnten auch den nächsten Spieler verlieren, der eine tragende Rolle gespielt hat heuer.
Tailoni wird ja auch umworben von diversen Teams. Das heißt, da sind schon 3 wichtige Spieler, die den Verein verlassen könnten. Und das ist schon eine große Lücke zu schließen. Aber so wie die Wiener kennen, werden sie da schon ihre Gedanken machen, um das bestmöglich zu besetzen. Ob sie es schaffen oder nicht, das werden wir sehen. Aber die Köpfe werden sicher rauchen und man wird sich den Markt genau anschauen. Auch da wird Franz Kaller und Co. sicherlich nicht langweilig werden, genauso auch wie Helmut Schlögl und seinem Team bei den Red Bulls. Wünschen diesen beiden Mannschaften natürlich in der Offseason alles Gute und freuen uns auch jetzt schon, beide eben dann hoffentlich September auch wieder vor Fans wiedersehen zu dürfen. Einmal nehme ich dich noch mit zurück zur Finalserie, die hier heute den Auftakt gefunden hat. Daniel, du hast vor der Partie auf meine Frage geantwortet, wie lange die Serie dauern wird. 6 Spiele. Bleibst du dabei nach diesem Spiel 1? Ja, glaube ich schon. Weil jetzt ist das Pendel überhaupt nicht Richtung Klagenfurt geschlagen weil jetzt gilt der Fokus auf Spiel 2. Was passiert was ist die Antwort vom HCB Südtirol? Wie ist die Bestätigung vom KAC auf dieses Spiel? Das heißt, jetzt wird es interessant. Das Spiel 2 ist schon wichtig zu sehen, okay, wohin geht die Richtung. Aber ich glaube, Spiel 3 wird wirklich ausschlaggebend sein, ob wir eine lange Serie haben werden oder nicht. Aber ich glaube nicht, dass es Spiel 7 werden wird in der Serie. Aber wer weiß, wenn ich so gut vorhersehen könnte, die Spiele, dann wäre ja ein Lotto-Millionär und wäre auch vorne dabei bei der Eishockey-Tipp-Challenge. Da bin ich ja weit hin. Du liegst im Regelfall ja sehr, sehr häufig richtig, würde mir aber wünschen, dass du mit deinem 6-Spiele-Tipp falsch liegst und wir in jedem Fall 7 Spiele bekommen. Das haben aber andere Leute in ihren jeweiligen Händen. Ich bedanke mich wie immer sehr, dass du die Zeit genommen hast für gute 30 Minuten Hockey Talk. Immer wieder spannend, deinen Ausführungen zuhören zu dürfen. Und es gibt auf jeden Fall auch noch Nachschlag für Fans, denn du wirst in Finale 5 und 6 wieder im Einsatz sein. Genauso viele Spiele wird es in jedem Fall geben, laut deiner Ansage, und freue mich sehr darauf. Danke, dass du die Zeit genommen hast. Danke dir, Martin. Es hat richtig Spaß gemacht und wir werden hoffentlich noch eine schöne Heimfahrt haben. Vor allem müssen wir so oder so beim nächsten Mal die Brennergeschichte rund um Thomas Koch und deine Wenigkeit erzählen. Die habe ich dieses Mal noch ausgespart, aber das ist der Cliffhanger für deinen nächsten Auftritt. Das war also Daniel Welser und das war die aktuelle Folge von Hockey O'Clock. Hockey O'Clock mit Martin Pfanner gibt es natürlich auch kommende Woche. Dann wieder mit ganz viel NHL-Talk. Das mit dem inoffiziellen NHL-Experten dieses Podcasts mit Tom Rowe. Und wir hören von der Bozen-Legende namens Alexander Egger. Das Ganze heute in einer Woche. Bis dahin, macht's es gut. Gerne mehr davon.